oft haben wir eigentlich als Eltern gar keine Chance, ein Kind perfekt zu erziehen. Wenn man ehrlich ist, das geht euch vielleicht auch so, man war in keiner Lebensphase seines Lebens war man perfekt. Und jetzt gehen wir als Eltern davon aus, das kriege ich schon hin, aber wir haben das ja noch nie gemacht. Wir erziehen immer aus einer unsicheren, sehr unperfekten Lage raus, erziehen wir müde, gestresst und dann sollten wir ernsthaft annehmen, dass wir das perfekt machen. Nee. Aber was Eltern haben, ist ein Herzgefühl. Und das sorgt automatisch dafür, dass Eltern 95% der Sachen einfach richtig machen. Kinder brauchen Persönlichkeiten, an denen sie sich orientieren können, mit denen sie auch wachsen können, brauchen noch ein Stück weit Autorität, die gekennzeichnet ist von Alltagserfahrung, von Lebenserfahrung und von Herzenswärme. Mindseed mit Leon Heimann. Jan-Uwe Rogge und Matthias Jung beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit einem Thema, an dem vermutlich jeder Elternteil irgendwann verzweifelt: Erziehung. Und das Spannende ist, dass beide eine Botschaft vertreten, die heute gegen den Zeitgeist geht. Sie glauben nicht, dass Kinder perfekte Eltern brauchen, sie glauben, dass genau dieser Anspruch oft Teil des Problems ist. Denn noch nie gab es so viele Ratgeber, Podcasts, Methoden und Erziehungstipps wie heute. Und gleichzeitig fühlen sich viele Eltern unsicher, gestresster und überforderter als je zuvor. Was, wenn wir manchmal genau das verschlimmern, was wir eigentlich verhindern wollen? Was, wenn Kinder weniger Technik brauchen und mehr echte Menschen? Wir sprechen über die Angst, Fehler zu machen, über den Druck, alles richtig machen zu wollen und über die Frage, warum Vertrauen oft wichtiger ist als Kontrolle. Es geht um die größten Missverständnisse moderner Erziehung, warum Kinder keine perfekten Eltern brauchen, weshalb Humor manchmal hilfreicher ist als der nächste Ratgeber und was Eltern tun können, um wieder mehr Leichtigkeit in den Familienalltag zu bringen. Und wenn dich Gespräche über mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne mal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge im Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Jan-Uwe, Matthias, wir wollen heute über Erziehung sprechen und dazu würde ich gerne einmal ein Reel aufgreifen, welches wir letztens auf Social Media gepostet hatten. Und zwar ist es das hier. Kinder schwitzen. Ich war im Kindergarten und musste mit Annette so einige Übungen machen und dann wollte sie so als Belohnung von mir noch was haben. Und ich fragte sie und sagte, ich möchte mit dir so gerne toben und rangeln. Da habe ich gesagt, ja klar, dann gehen wir auf die Matte, eine Viertelstunde. Und ihr tat es gut und ich war ja schon, sie war schon herausfordernd sozusagen für meine Kondition. Und wir hatten beide riesen Spaß. Und eines Tages kommt die Mutter von Annette und sagt, Herr Rogge, ich finde es nicht gut, dass Sie mit meiner Tochter toben. Und ich fragte sie, wieso denn nicht? Ja, sagte sie, wenn Annette tobt, dann schwitzt sie, Herr Rogge. Und wenn sie schwitzt, dann wird sie krank. Und ich habe die Arbeit und Sie haben das Vergnügen. Und ich muss dann etwas sehr irritiert geguckt haben und dann sagte sie, aber Rogge, nicht, dass wir uns verstehen. Annette darf schon schwitzen. Sie schwitzt nämlich richtig. Und ich muss komisch geguckt haben, was richtig? Ja, Annette geht zum Ballett. Da schwitzt sie richtig. Und nun bin ich ja nicht am Mund gefallen, habe ich gesagt, wissen Sie, es ist für mich heute interessant. Ich lerne heute den Unterschied zwischen einem pädagogisch wertvollen Schwitzen und einem anarchischen Schwitzen kennen. Und wissen Sie, was ich besser finde? Das Anarchische und wieso? Weil es stinkt. Das ist eine lustige Geschichte. Sie ist nicht lustig. Weil sie auch etwas zeigt, dass der Körper des Kindes auch reglementiert wird. Kinder müssen ihren Körper gebrauchen. Sie müssen spüren, was sie mit ihrem Körper machen können. Dass man boxen kann. Aber nicht ins Gesicht, sondern auf dem Oberarm. Dass man zupacken kann, aber nicht um den Hals, sondern ums Handgelenk. Dieses Reel ging viral auf verschiedenen Netzwerken
Und was vor allen Dingen bei TikTok sehr interessant war, dass es viele Kommentare in die Richtung gab, warum sollte ein alter, weißer Mann, ein älterer Mann mit meinem Kind toben? Ich finde das verwerflich, würde ich auch niemals zulassen. Wie steht ihr dazu? Also diese Geschichte, die ich erzählt habe, da war ich noch jünger. Die ist etwa 30 Jahre her. Zum alten weißen Mann. Alt bin ich in der Tat. Weiß bin ich. Mann bin ich auch. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Es sagt etwas aus, denke ich, auch über unsere Umgangsweise mit Körperlichkeit. Und dass wir heute in der Erziehung, in der Beziehung zu Kindern sehr intellektuell sind, dass wir alles reflektieren, dass wir so wenig aus dem Bauch auch heraus machen. Und wichtig bei dieser Geschichte ist, es war Annettes Wunsch. Ich bin auf Annette eingegangen. Es war nicht mein Wunsch. Und wenn Kinder gerne rangeln und raufen, wenn sie ja auch etwas spüren wollen, ich denke, es ist wichtig, dass man auch darauf eingeht. Zentral ist, dass es ihr Wunsch war. Und wichtig war, dass ich das Einverständnis von Annette geholt habe. Kinder wollen nicht ungefragt angefasst werden, ständig über den Kopf gestreichelt werden. Ne? Davon kriegt man eine Glatze. Kinder wollen in ihrer Körperlichkeit ernst genommen werden und das, denke ich, ist das Entscheidende. Und interessant ist, dass das bei TikTok, die ja eher etwas jüngere Begleiter von Kindern sind und bei Facebook vielleicht etwas ältere, da hat sich natürlich auch in den letzten 30 Jahren eine ganze Menge verändert. Auf der einen Seite Respekt vom Kind, akzeptieren, was das Kind sich wünscht, aber auch eine große Abstraktheit in der Beziehung zu Kindern. Also ich fand es interessant, weil der Kontext, also deine Aussage von dem Reel war ja eigentlich, ne, dass Kinder Körperlichkeit brauchen, ne, dieses, dass Kinder schwitzen dürfen und müssen und so weiter und so fort. Aber es wurde dann ganz anders teilweise interpretiert. Und zwar so, dass einige Mütter sich darüber aufgeregt haben, warum sollte oder warum tobt ein älterer Mann mit einer jungen Tochter. Ja? Und ich würde mich gerne mal in die Perspektive hineinversetzen. Ich verstehe diese Mütter ja. Also was da aus meiner Sicht herauskommt, ist ja Angst. Ne? Also irgendwie Angst, dass vielleicht die Intention des Mannes eine andere ist. Ne? Aber ich finde es interessant, wie das da rein interpretiert wurde und das kommt ja irgendwo her. Also es kommt ja irgendwo her, dass da die Frauen so alarmiert sind. Wie ist denn eure Erfahrung damit? Also findet ihr, ab einem bestimmten Alter sollte man nicht mehr mit Kindern toben? Erstmal. Und seid ihr schon mal in so einer Situation auch in eurem Kontext begegnet? Wie geht ihr damit um? Weil bei mir als Creator fiel es halt auch schwer, an den Frauen darauf zu antworten. Ich habe gesagt, hey, das ist nicht der Kontext, ne, mit dem wir hier gerade, das war nicht die Aussage des Reels so. Aber ich würde trotzdem gerne auf die antworten, weil irgendwo ist ja legitim, dass sie vielleicht auch eine gewisse Angst verspüren. Ich finde, die Angst kommt auch ein wenig daher, dass man dies schreibt, aber letztlich ja gar nicht in der Situation drin war. Also dieser Realitätsabgleich, wie war das da mit den Kindern? Die Kinder haben getobt und dann kommt Annette zu Jan-Uwe und komm, wirf mir den Ball zu und das ist ja oft in der Dynamik der Situation einfach drin und einfach pauschal dann dies zu sagen, finde ich immer schwer. Ich finde, ich bin ein Freund des Alltags, da wirklich da reinzugehen und zu schauen, wie war die Situation gerade? War sie leicht? War sie in einer super guten, lockeren Atmosphäre? Wurde noch mehr getobt? Haben andere Väter getobt? Ne, da steckt ja so viel drin. Und so pauschal
sowas zu sagen, finde ich dann immer schwierig. Ein Kind sollte immer wissen, letztlich, das ist mein Körper, ne? Und dazu gehört auch ein Nein. Und Nein ist ein ganzer Satz. Und das möchte ich meinen Kindern immer vorleben. Und das ist so, wie Jan-Uwe sagt, Annette hat es ihm ja quasi verlangt, ne, dass er den Ball zuwirft oder keine Ahnung und tobt. Ne? Und das ist oft in der Situation einfach so drin. Und das sollte man auf jeden Fall so wahrnehmen. Und es steckt für mich immer viel Bewertung drin. Das können wir Eltern gut. Wir können immer gut bewerten. Wir sollten aber da auch mal bei uns bleiben. Ich meine, wir tragen als Familie für uns das alleinige Sorgerecht, sage ich immer. Unsere Erziehung hat immer einen Wert, aber sie muss letztlich nicht immer von anderen bewertet werden. Das können wir auch gerne mal bleiben lassen, weil wir haben alle einen unsichtbaren Rucksack drauf, den uns in manchen Situationen schwerfällt, Dinge zu tun oder auch Dinge zu lassen. Und da sollten wir etwas von der Perfektion weggehen. Grundsätzlich, bei meinem Sohn war es einmal so, wir waren in Italien im Urlaub, und wir hatten eine italienische Bedienung und also ein älterer Herr, ganz charmant, aber der hat meinem Sohn immer über die Haare geschrubbelt, gestrichen, immer. Das hat eine Halbpension, war also 2-mal am Tag der Fall. Und ja, ich gebe zu, es ging mir auf die Nerven. Es ging mir wirklich auf die Nerven. Und was habe ich gemacht? Ich habe bei Google Läuse auf Italienisch erfahren und habe dann gesagt, er hat Läuse. Okay. Und dann hat er gelacht und ich weiß gar nicht, ob er dachte, ich meine es ernst oder nicht ernst, aber er hat halt gemerkt, dass es Thema war und dann hat er davon dann abgelassen und das mag ich auch nicht. Also das ist einfach oft drin, über die Haare schrubbeln oder auch dieses typische gib Oma ein Küsschen oder umarmen sie. Nee, das darf das Kind einfach selbst entscheiden. Ja. Und das ist ein Kind, das ist ein Mensch und es ist der Körper des Menschen und wenn das Kind Nein sagt, dann ist das ein Nein und das darf es auch sagen. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Aber wie fand's denn dein Sohn in dem Moment? Das wäre ja vielleicht interessant, weil dann ist es ja auch wieder jetzt so gewesen, Matthias, dass du für deinen Sohn entschieden hast, ne? Hat er zu dir auch gesagt, dass er da keinen Bock drauf hat, oder? Nee, das können die gar nicht. Die sind oft, der war noch kleiner, jünger, er war erschrocken. Und das merkt man auch. Es gibt oft, gebe ich dir vollkommen recht, es gibt oft Situationen, und das ist auch hier mit auch der entscheidende Punkt, dass wir uns als Eltern unsicher fühlen oder geschockt, verängstigt. Aber dann bitte ich diese Eltern, immer mal zum Kind zu schauen. Und manche Situationen, auch zum Beispiel Geschwisterstreitereien, sind auch manchmal so. Und mein Sohn hat auch ab und zu, wenn er mit seiner Schwester streitet. Für mich war es gar nicht schlimm, was sie gemacht hat. Es war nicht schlimm. War okay. Für dich war es schlimm, Papa. Anscheinend. Und das ist auch immer noch wichtig, wirklich zu schauen, wie reagieren meine Kinder drauf. Also nicht nur da zu gucken, was triggert mich, sondern was machen meine Kinder. Aber da habe ich in der Tat drauf geschaut und ich habe gemerkt, dass er ist so ein bisschen zurückgewichen. Und ich habe einfach gemerkt, dass das auch für ihn unangenehm ist, weil er das einfach auch nicht vorgelebt bekommt. Also das mache ich beim Jan-Uwe auch selten. Ja. Über den Kopf streichen. Gut, das hat auch andere Gründe. Weil da einfach nicht mehr so viel zum Streicheln da ist. Aber das macht man einfach Ich würde gerne nicht. mal drüber streichen, aber ich würde dich vorher fragen. Aber ansonsten vollkommen richtig gesagt. Wenn uns was triggert, was bei uns auch vielleicht in der Kindheit so und so gelaufen ist, ruhig dann mal aufs Kind schauen. Das ist interessant, ne? Weil ich finde, die Situation, die du beschrieben hast, das wir beschrieben haben, da sind verschiedene Beobachterperspektiven. Da ist das Kind selbst, da ist
der involviert ist, zum Beispiel Jan Uwe oder vielleicht auch dann der Kellner. Und dann ist da die Elternperspektive. Und oft wird es dann irgendwie vermischt und die Perspektive vom Kind wird vielleicht gar nicht berücksichtigt, kann ich mir vorstellen, ne? Weil das ist ja das Kind, das andere sind die Erwachsenen. Und dann kommen ja manchmal noch Dritte dazu, so wie zum Beispiel bei dem Reel, die gar nicht in der Situation dabei waren, den Kontext noch komplett falsch verstehen und dann ist es irgendwie komplett losgelöst von der Situation, die sie eigentlich war. Ja, dann ist Chaos. Ist Chaos. Ich will nochmal deinen Punkt aufgreifen mit dem Verstehen. Ich kann diese Reaktion, diese Mütter verstehen. Ich kann sie auch verstehen, aber ich kann das nicht akzeptieren. Verstehen ist das eine und akzeptieren ist das andere. Warum kann ich es nicht akzeptieren? Dort fehlt ein Vertrauen in das Kind und ein Vertrauen mir selber gegenüber. Vertrauen in das Kind heißt, ich lasse los. Ich vertraue dem Kind, dass es auch eine eigene Entscheidung trifft. Mhm. Und auch eine Entscheidung, die ich vielleicht als Mutter nicht so getroffen hätte. Und glaubt, das ist ein generelles Problem heute, dass wir nicht Vertrauen in das Kind haben. So wie es im Lied vom Hänschenklein heißt, wenn die Tür geöffnet ist, wünsch dir Glück, sagt ihr Blick. Die Mutter sagt nichts. Sie vertraut dem Hänschen, weil sie sich selber vertraut. Ich will das noch an einer kleinen Situation verdeutlichen. Ich hatte unlängst eine Beratung, Patrick. Patrick war 4 Jahre. Er kam zu mir mit der Mutter in die Beratung und die Mutter bat, dass er mich begrüßen sollte. Und das machte er nicht. Er gab mir weder die Hand, sondern er versteckte sich hinter der Mutter. Dann gingen wir in den Raum rein und Patrick hatte ein Kuscheltier mitgebracht. Ein riesengroßes Kuscheltier. Das saß auf seinem Schoß und er auf dem Schoß der Mutter. Und dann nach 2 Minuten fiel das Kuscheltier runter. Und die Mutter sagte, kannst du das Ding nicht festhalten? Er kletterte runter, er holte das Kuscheltier und kletterte wieder fuhr in den sicheren Hafen namens Knie, namens Oberschenkel ein. Dann fiel das Kuscheltier nach 2 weiteren Minuten wieder runter, mehr in meine Richtung. Wieder runter, wieder hoch und die Mutter war ungehalten. Noch ungehaltener als sonst. Und dann fiel das Kuscheltier noch weiter, fast in meine Nähe. Er krabbelte, nahm das Kuscheltier und setzte sich an meine Seite. Patrick hatte festgestellt, der frisst nicht mein Kuscheltier, also frisst er mich auch nicht. Mhm. Das ist die Annäherung der Kinder an unbekannte Situationen. Und die Mutter konnte es sicherlich zulassen, weil sie dabei war. Aber den Kindern Sicherheit zu geben in unvertrauten Situationen, in unsicheren Situationen, wo ich nicht bei bin, das ist eine wichtige Aufgabe von Anfang an. Das heißt, die Kinder müssen erkennen, hier ist jetzt etwas, das ist so unsicher, damit kann ich nicht umgehen. Aber die Frage ist, können die Kinder das erkennen? Ich glaube, das ist ja die Angst der Erwachsenen, die sagen, okay, das Kind hat keine Erfahrung, das ist komplett naiv, ich muss es schützen, also muss ich Grenzen setzen. Die Kinder können das. In der alten Psychologie hat man die sogenannte 8-Monats-Angst entdeckt. Das Kind entdeckt um den 8. Monat herum und unterscheidet zwischen vertrauten und nicht vertrauten Personen, zwischen vertrauten und nicht vertrauten Situationen. Man sieht es beispielsweise, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen. Da ist es die Zeit der Eingewöhnung. Zunächst einmal halten die Kinder Distanz und aus der Distanz heraus beobachten sie ganz genau, tut mir die Person gut, tut mir die Situation gut. Und Kinder spüren das. Kinder spüren es, wann sie so weit sind. Man sieht es an ihrer Körperhaltung, an ihrem Blick, an ihrem Auftreten.
Und das ist wichtig, dass wir dann auch die Distanz aushalten und nicht zu sagen, nun gib ihm mal die gute Hand. Nun gib ihm mal die gute Hand. Ich frage dann meistens, wenn ich sowas höre, mit was macht Ihr Kind noch mit der guten Hand? Wäscht es auch den Po mit der guten Hand? Und diese gute Hand soll es mir jetzt reichen. Das heißt also, es liegt an uns, dem Kind diese Stärke zu gehen. Es liegt an uns, dass die Kinder ja die Grenzen auch setzen und wir müssen dann auch die Grenzen aushalten. Also auch, dass das Kind dann vielleicht Oma und Opa nicht in den Arm schließt, sondern erstmal auf 3, 4, 5, 6 Meter Entfernung geht und aus dieser Entfernung heraus beobachtet. Ist das Oma? Ist das Opa? Oder ist das ein entsprungenes Wesen aus dem Märchen und tut nur gut und das Knusperhäuschen kommt dann gleich und der Ofen. Es liegt an uns. Wünsch dir Glück, sagt ihr Blick. Ich wollte noch was zu sagen. Unsere Kinder dürfen lernen, so ein Standing zu bekommen, dass wir als Eltern ihre Meinung wertschätzen, ihre Haltung wertschätzen, aber auch ihre Veränderung wertschätzen. Mein Nachbar war letztens im Spaßbad mit seinen Kindern, 20 Rutschen, Paradies. Und die Teenager-Tochter kam sogar mit. Er war überrascht, dass sie mitkam. Sie hatte schon angedeutet, eigentlich keine Lust zu haben, aber sie kam mit. Was hat sie gemacht im Spaßbad? Sie lag 8 Stunden lang auf einer Liege, hat Musik gehört, war kein einziges Mal im Wasser. Dann war der Tag zu Ende und sie kam zu ihrem Vater und sagte, Papa, ich bin froh, dass du gekommen bist und mich gefragt hast, ob ich mitkomme. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und das war ihr voller Ernst. Das ist ihre Art gewesen, Ruhe zu genießen, ihre Meinung kundzutun, aber auch zu sagen, ja, ich chill lieber heute in diesem Spaßbad. Geht ihr euch rutschen, ich chille lieber. Und Papa, das darfst du gerne akzeptieren, verstehen, tolerieren. Und ich darf dir trotzdem sagen, das fand ich auch gut. Papa, es hat mir Spaß gemacht. Und der Papa hat, glaube ich, am Anfang ein bisschen komisch geguckt. Und dann hat er gedacht, komm, das war ihre Form von Spaß. Und das finde ich hier ein schönes Beispiel, dass wir unsere Kinder eigentlich in jeder Entwicklungszeit eigentlich, das ist ja auch das Faszinierende dran, wahrnehmen können, wie sie sich verändern, wie sie denken, wie sie auf bestimmte Sachen reagieren, wie sie auf Menschen reagieren. Und das dürfen wir als Eltern, da sind wir auch letztlich wir sind ja immer Begleiter, wir sind ja der Beifahrer, ne? Aber fahren müssen immer die Kinder. Und wir dürfen faszinierend schauen und gucken, wo sie hinfahren. Das heißt, das Kind hat sowas wie eine Grundintuition und der sollten wir erstmal vertrauen. Und was dann halt oft passiert, ne, darüber haben wir jetzt gesprochen, ist dann, denke ich, die Bewertung. Ne, die Bewertung von uns, wo wir vielleicht dann auch auf das Kind projizieren in verschiedenen Situationen. Und das ist vielleicht dieser Balanceakt, ne? Dieses, ich möchte mein Kind schützen und gleichzeitig möchte ich ihm Raum lassen. Was kann Menschen helfen oder Eltern helfen, diesen Balanceakt besser zu finden? Du musst gute Balancestäbe haben. Wenn ein Seiltänzer, der hat immer Balancestangen, die sozusagen auch die unterschiedlichen Bewegungen auch ausgleichen. Vielleicht auch mal einen Schritt ausgleicht, der nicht so toll ist. Das Erste ist, es hat ganz viel zu tun mit dem Vertrauen in meine eigene Person. Ich nehme mich so an, wie ich bin, mit all meinen Stärken, aber auch all meinen Schwächen. Ich bin unvergleichlich in meinen Stärken und unvergleichlich auch in meinen Macken, die mich so einzigartig werden lassen. Und wenn ich das kann, dann kann ich auch mein Kind begleiten auf dem Weg in seine Welt. Und ich vertraue dann auch dem Kind, dass es die Mischung findet von Nähe
und Distanz. Und diese Mischung, die findet das Kind auch. Wenn ein Kind beispielsweise zu nah irgendwo rangeht, dann weicht es zurück. Dann geht es auch zurück und guckt mal, wow, das war jetzt ein Schritt zu weit vorne. Ich guck lieber nochmal zurück. Man nennt das Regression, also nochmal zurückgehen und zu bedenken, wie war das? Das gelingt mir aber nur als Erwachsener, wenn ich mein Kind achte, in all seiner ganzen Persönlichkeit. Wenn das Kind das Gefühl hat, ich bin gewertschätzt und ich bin so angenommen, wie ich bin. Nicht nur, wenn ich nett bin, sondern auch, wenn ich mich ein Stück weit zurückziehe. Wenn ich vielleicht nicht so agiere, wie meine Eltern es jetzt wollen. Matthias hat gerade dieses schöne Beispiel dieser Pubertierenden erzählt, die es toll fand, 8 Stunden zu chillen und trotzdem die Nähe zu spüren. Der Papa hat vielleicht gedacht, oh Gott, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und sie nutzt das ganze Angebot nicht. Aber er hat es zugelassen. Er hat es losgelassen, auch in seiner Unvergleichlichkeit. Und ich denke, darauf kommt es immer mehr an, den Eltern wieder auch das Gefühl zu geben, zu sich selber zu stehen und nicht ständig sein Wohlbefinden vom Wohlbefinden der Kinder abhängig zu machen, nach dem Motto, nur wenn es meinem Kind gut geht, geht es mir gut. Nein, es ist umgekehrt. Wenn es mir gut geht, wenn ich stark bin, wenn ich in mir selber ruhe, dann kann ich das auch dem Kind mitgeben. Und im Lied vom Hänschen klein, ne, die Mutter lässt Hänschen ziehen. Und nach 7 Jahren erinnert sich Hänschen, Mensch, ich muss das mal zu Hause vorbeigucken, mal sehen, ob sie noch lebt. Und das Kind kommt nach Hause und die Mutter erkennt ihn am Blick, an jenem Blick, den sie ihm mit auf die Welt, in die Welt hinaus gegeben hat. Und das, denke ich, darauf kommt es an. Also auch auf ein Stück weit von Selbstbewusstsein, von Selbstständigkeit, von Eigenständigkeit. Wir reden heute ganz viel immer über Kinder, über Bedürfnisorientierung und denken dabei an die Kinder. Aber ich habe als Mutter, als Papa auch Bedürfnisse, die auch befriedigt werden müssen. Und ich kann meine Bedürfnisse nicht nur über die Kinder befriedigen, sondern ich muss dafür sorgen, dass es mir selber gut geht. Das nennt man Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge ist Grundvoraussetzung, um für ein Kind zu sorgen. Und da sind wir oft auch bedürfnisorientierungslos. Also oft haben wir eigentlich als Eltern gar keine Chance, ein Kind perfekt zu erziehen. Und das darf man für sich so wahrnehmen. Und das sollte man, ich mag den Begriff Gnade ganz gern, gnädig mit sich sein. Man hat keine Chance. Und wenn man ehrlich ist, das geht euch vielleicht auch so, man war in keiner Lebensphase seines Lebens war man perfekt. Warum sollte man es mit seinem Kind sein bei einer Sache, die man noch nie gemacht hat? Also mein Abi war mittel, ich habe Seepferdchen im 3. Anlauf geschafft, mein Studium ging auf Lehramt und aber auch auf ewig, das hat auch gedauert. Also ich hatte verschiedene Phasen, da war ich nicht perfekt. Und jetzt gehen wir als Eltern davon aus, das kriege ich schon hin, aber wir haben das ja noch nie gemacht. Und die Ausgangslage ist ja bescheiden. Wir werden vorbereitet, beim Geburtsvorbereitungskurs werden wir auf diesen Moment vorbereitet, auf den kleinen Moment, ein entscheidender und immens wichtiger Moment, wo das Kind geboren wird. Danach war es das. Die Hebamme macht nach 4 Tagen die Biege. Gut, wir hatten Glück, unsere ist Patentante geworden, aber das ist ein anderes Thema. Aber sie macht die Biege und wir sind erstmal lost, ne? Und haben eigentlich gar keine Chance, unser Kind mit diesen Perfektionistengedanken zu erziehen. Und das darf man für sich wahrnehmen, da darf man für sich gnädig sein, zu wissen, jetzt geht's los, ne? Ab sofort haben wir den Schlüssel für die Turnhalle, ab sofort geht alles über unseren Schreibtisch, ab sofort ist 24/7, es wird stressig,
Wir erziehen immer aus einer unsicheren Lage raus, aus einer oft müden, also Eltern sind ja oft extrem müde, also einer sehr unperfekten Lage raus erziehen wir müde, gestresst und dann sollten wir ernsthaft annehmen, dass wir das perfekt machen. Nee. Und das dürfen wir erkennen und ich habe festgestellt auch, und das bekommen wir natürlich bei unseren Vorträgen immer wieder sehr gut hin, denke ich, Jan-Uwe, das dürfen wir auch so wahrnehmen, dieses Fehler machen. Ich habe da immer ein Beispiel zu. Ich habe meinen Sohn letztens gebeten, dass er auf die Milch aufpassen soll, dass er nicht überkocht, weil ich musste auf Toilette. Ich kam zurück, er hat gezockt. Ja, aber wir hatten richtig Glück. Die Milch ist nicht übergekocht, weil Papa hat vergessen, die Platte anzumachen. Ja, schön, wenn man sich auf sich verlassen kann. Da habe ich schon Puls bekommen und da habe ich gemerkt, nee Matthias, den Bock hast du geschossen, also bleib gechillt, lach auch einfach mal. Das sagt dir Jan-Uwe immer so schön, lache 3-mal am Tag mit deinem Kind. Also diesen Unperfektionismus wahrnehmen, annehmen und letztlich auch leben, ne? Dass unsere Kinder auch erkennen, ja, Mama und Papa bauen auch ab und zu mal Mist. Ne? Die entschuldigen sich sogar mal für diesen Mist. Das kann ja auch extrem gut ankommen. Und das wissen die sehr zu schätzen, wenn wir Eltern sind, die auch letztlich ja Menschen sind. Und auch dann immer schön nach den Bedürfnissen schauen. Nicht nur die Bedürfnisse unserer Kinder sehen, nee, auch unsere Bedürfnisse. Weil das ist dann auch wieder wichtig für die Kinder, weil die dann begreifen, oh, Papa, Mama schaut auf sein Bedürfnis und dann darf ich das auch. Es ist dieser Mut zur Unvollkommenheit, Ja. der fehlt. Es ist dieser Mut, ich bin unvollkommen und ich bin trotzdem okay. Ich packe das an einem Tag besser und an einem anderen Tag eben nicht so gut. Ne? Es gibt diese Tage, wo du gerne aufstehst. Die gibt es schon. Kommen vielleicht nicht häufig vor, aber die gibt es. Ne? Du springst auf, du rennst ins Kinderzimmer, ne, und sagst, Paul, aufstehen. Und Paul denkt, Mensch, jetzt machen wir heute gut drauf. Ne? Ich wollte immer schon eine Playstation haben, heute frage ich sie mal. Ne? Und an diesem Tag passiert jeder Mist. Ne? Jeder Mist. Und du hast ein Stück weit dieses Wow-Gefühl drauf. Und dann gibt es diese Morgende, wo du nicht gerne aufstehst. Ne? Wenn du keine Kinder hättest, würdest du niemals aufstehen. Ne? Du würdest an alle armen Schweinekinder, an alle armen Schweine denken, die Kinder haben. Und jetzt musst du deinen Paul wieder wecken. Ne? Und du denkst, ne? Du gehst jetzt nicht ins Kinderzimmer, sondern du schleppst dich. Und die Klinke wird heftiger runtergedrückt. Und das hast du in irgendeinem Ratgeber gelesen, ne? Man muss morgens Kinder immer begrüßen, so nett begrüßen. Also gehst du rein und sagst, Paul, aufstehen. Du grinst völlig verzerrt und Paul denkt, die sieht doch anders aus als gestern, ne? Und dann fragt Paul dich, hast du was? Und du sagst dann, nein. Und dann weiß Paul, Mensch, ist die Alte geladen und bevor sie mir Platz bringe ich sie zur Entladung, ne? Das machen die Kinder umsonst. In der Selbsterfahrungsgruppe zahlst du Geld dafür. Das heißt also, Kinder erkennen das, Kinder spüren das und Kinder wollen authentische Eltern. Und authentisch heißt, sich nicht einfach gehen zu lassen, sondern heißt auch, den Kindern vorzuleben, in mir sind alle Gefühle drin. Alle Gefühle von der Friedfertigkeit, ja, aber auch bis hin zum Vulkan, der platzt und der auch mal sozusagen Feuer spuckt und Schwefel rausrotzt. Also das ist so, ne? Und Kinder spüren das auch, wenn Eltern mal, wie Matthias erst sagte, wenn Kinder dann mal so vor einen stehen. Und dann wissen die Kinder, wow, jetzt geht's denen wie mir. Da ist doch Power, da ist Power drin. Dieses ja auch Modell vorleben, dieses auch Modell sein für alles das, was mit Menschsein zu tun hat. Und das ist nicht nur, es ist alles so nett und alles so schön und wir haben uns lieb. Nee, da ist alles drin. Ich sage immer dazu, bitte Eltern, seid niemals
Bilderbucheltern, seid lieber Wimmelbucheltern. Wir kennen diese Wimmelbücher, wo alles passiert, wo ein Mann auf der Bananenschale ausrutscht und so sind Eltern. Das darf denen alles gerne passieren und weg vom Perfektionismus, vom perfekten Denken, ihr seid nicht perfekt, probiert's erst gar nicht. Ne? Übrigens, Leon, ich habe ja in einem meiner Beispiele gesagt, dieses Beispiel für den schlimmsten Fehler am Abend solle man sich etwas Gutes tun. Ne? Da gab es ja auch wahnsinnige Post. Ne? Das sei eine Anleitung zum Alkoholismus. Und eine sagte dann auch, für welchen Weinhändler ich denn bezahlt oder wer mich gesponsert hätte. Sowas ist ein Beispiel dafür, dass man auch den Witz nicht erkennt, denn der in solch Formulierungen drin ist, sich anzunehmen, so wie man ist. Ne? Natürlich, klar, ich weiß, dass es Alkoholismus gibt und ich habe selber nun auch in der Beratung gearbeitet und ich weiß, was Sucht ist. Deshalb kommen mir solche Sätze auch nicht leicht über die Lippen, aber uns fehlt die Leichtigkeit des pädagogischen Seins. Findet ihr, dass die Leichtigkeit weniger geworden ist in der Gesellschaft, was auch Erziehung angeht? Ich finde, es ist in der Situation immer sehr, sehr leicht. Also in der Situation, wenn wir so einen Vortrag haben und darüber erzählen und quatschen, wir gehen ja mit unserem Pubertätsvortrag und die Leute werden sehr schnell zu einer Community. Ich nenne es fast immer so das A-Team, also das E-Punkt-Team, das Elternteam, was dann auf einmal vor uns sitzt und alle sitzen in einem Boot. Wir sind alle gleich, wir sind so eine und werden zu einer Einheit. Und wenn man sich gut versteht, dann kann man auch mal ganz locker quatschen und dann kann man mal drüber reden und dann können wir auch sagen, nach dem Vortrag gehen wir noch ein Bier trinken, weil ihr seid dafür genau die Richtigen, weil in dem Wort Pubertät steckt das englische Wort Pub drin. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Und wenn man das so einfach so hört oder liest, dann denkt man, ja, was prägt der jetzt den Alkohol? Und nein, niemals. Aber dann rate ich diesen Menschen, bitte versucht es in die Situation ungefähr mal so ein bisschen reinzugehen, reinzukommen. Wir sind ja eine Community, wir haben uns einen schönen Abend geschnappt und haben eine tolle Zeit. Wir sitzen alle als Eltern in einem Boot und sind halt mittendrin mit unseren Kindern und haben da einfach, ja, letztlich einen schönen Abend. Und das rate ich diesen Menschen immer, vielleicht natürlich zu den Vorträgen zu kommen, aber wirklich so diese Leichtigkeit zu spüren und nicht abstrakt irgendwelche Sachen dann zu schreiben und rauszuhauen. Die sie natürlich bewegen, klar, die können sie schreiben, wenn es sie umtreibt, aber dann dürfen sie auch gerne dann unsere Antwort auch mal einfach akzeptieren. Akzeptieren und aushalten auch. Ne? Das, was Matthias gerade sagte, so, ich gehe zu dem Abend hin. Wir kriegen häufig Briefe, wir kommen eigentlich zu euch, um abzulachen, um sich zu erleichtern. Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Gemeinsam mit 200, 250, 300 anderen Eltern zu lachen und ich sag's dann ja immer, und am schrillen Lachen deiner Nachbarin erkennst du, da geht's noch dreckiger. Das heißt also, dieses Gefühl zu haben, oh, wow, ja, es ist so. Und sie gehen wirklich völlig beschwingt nach Hause. Und andere Briefe sind, sie müssten eigentlich jede Woche kommen. Jede Woche brauchen wir sozusagen diesen Stoff. Also was wir machen, ist ja im Prinzip pädagogische Homöopathie. Ne? Also wir verteilen immer Globuli und die musst du dir so jeden Tag reinwerfen. Und das ist, denke ich, auch etwas, weil du sagtest, mit der Leichtigkeit, dass wir schmeißen diese Leichtigkeit auch über Bord. Wir sehen alles
so schwer. Ja. Wir machen uns auch unselbstständig. Wir machen uns handlungsunfähig, weil wir immer auf das gucken, was nicht funktioniert. Und Matthias hat es angedeutet. Es gibt so viele Dinge im Alltag, was funktioniert, wo ich gut bin. Das heißt also auch am Ende des Tages wirklich ins Bett zu gehen und nicht zu denken, mein Gott, welch schrecklicher Tag, sondern als erstes zu sagen, ich bedanke mich für diesen Tag. Ich bin dankbar, dass ich diesen Tag erlebe und erlebt habe. Und mir ist so viel gelungen an diesem Tag. Und wenn nur eine Sache gelungen ist, ich bin stolz darauf, dass mir diese Sache gelungen ist. Danke. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Und was sie an diesem Abend nicht machen, 2 Stunden lang nicht, ist denken. Sie denken nicht, sie bewerten nicht ihr Handeln, sie lachen einfach, sie haben einfach eine gute Zeit. Also prinzipiell Gedankenbürokratie abbauen, das tun wir an diesem Abend und oft ordnen wir auch ein. Das Zimmer, ich fange immer den Satz an, das Thema Zimmer ist nicht wirklich ein schlimmes, ernstes Thema, es ist oft halt so ein nerviges Thema. Oft brüllt jemand rein, doch, ist ziemlich schlimm. Und dann, okay, dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir es einfach mal durch. Ne? Wir kommen in das Zimmer rein, so ein Teenagerzimmer, steht eure Wäsche rum, auf dem Boden, Schmutzwäsche auf dem Boden, saubere Wäsche auf dem Boden. Ein Vater kam mal zu mir und sagte, er wüsste nach 5 Jahren Pubertät gar nicht mehr, ob sie mal Laminat oder Teppich verlegt hätten. Es ist einfach alles voll. Dann hast du noch hier die Gläser, Geschirr, ne? Überall liegt alles rum. Und dann hast du die Pfandflaschen unterm Bett. Ich hatte früher mal Angst vor einem Monster unter dem Bett, Jan-Uwe, als Kind. Jetzt weiß ich, das Monster hat einen Getränkemarkt aufgemacht. Zumindest ist das bei meinem Sohn auch so. Dann natürlich das stickige Zimmer. Es finden chemische Versuche statt. Das Fenster wird niemals geöffnet. Ein Kind hatte mal so eine asiatische Winkelkatze. Da sagte der Vater, das Kind sagte, das ist für Reichtum. Und der Vater sagte, nee, das wedelt nach Luft. Und wenn wir das alles so durchgehen, dann noch das Thema Essensreste, das hatten wir letztes Jahr bei unserem Sohn, Pizzareste sind aufgetaucht. Wie habe ich es gemerkt? Ich bin ins Zimmer rein, da haben mir Ameisen eine Rettungsgasse gebildet. Da war klar, da ist was los, da ist was im Busch. Und dann gehen wir alles so durch. Da gehen wir die Pfandflaschen durch, das stickige Zimmer durch, die Essensreste durch, die Wäsche, die überall rumliegt. Und alles gehen wir so durch. Und es wird oft gelacht. Es wird total oft gelacht bei diesen Themen. Und am Ende merken die Eltern 2 Dinge. Einmal, oh Gott, ja, das scheint überall so zu sein mit diesen Pfandflaschen und dass wir kein Geschirr mehr in der Küche haben, weil das liegt ja offensichtlich da in den Zimmern unserer Kinder. Und das ist ja schon mal einfach ein gutes Gefühl zu wissen, das passiert da woanders auch. Und sie merken, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Es ist, glaube ich, wirklich nicht so schlimm und so ernst. Es ist wirklich kein ernstes Thema, denn bei ernsten Themen würden wir alle nicht so lachen. Nee, es ist höchstens maximal ein nerviges Thema, ein ärgerliches Thema. Und durch den Humor und durch das Lachen begreifen, dass die Eltern in solchen Momenten, in denen man Sachen präsentiert, in denen wir ihnen den Alltag so ein bisschen auch vor Augen hält. Und dann sage ich auch immer, es gibt gerade auch mit unseren Teenagern immer sehr, sehr viele Baustellen. Und wenn die Pfandflaschen schon die Hauptbaustelle ist, wo es Diskussionen gibt, dann hört man, glaube ich, den ganzen Tag nicht mehr auf mit Diskussionen, weil dann werden noch einige dazukommen. Also das ist immer schön bei solchen Abenden, wo die Eltern, wo wir das wirklich für sie gut einordnen, ob das jetzt wirklich so ein schlimmes, ernstes Thema ist. Ich glaube, das Problem heutzutage ist, wir haben ja mehr Informationen als jemals zuvor und wir haben super viele Angebote auch, ne? Wir können Ratgeber uns kaufen, wir können uns Bücher kaufen, Podcasts anhören zum Thema Erziehung. Gibt's alles wie Sand am Meer. Vorträge, Workshops, Seminare, was weiß ich. Und wir haben das ja eigentlich gemacht, würde ich sagen, als Gesellschaft. Einmal, weil wir in diesem System leben, aber auch, damit es uns ja besser geht. Damit wir mehr wissen und besser
mit Situationen umgehen können. Und auf der anderen Seite merke ich aber, das merke ich jetzt auch in meinem Alter, entsteht auch ein extremer Druck, alles richtig zu machen, alles perfekt zu machen. Ne? Jetzt wissen zum Beispiel Bekannte von mir, ja, die bekommen jetzt ein Kind. Ja, jetzt müssen sie sich die ganzen Bücher reinziehen und müssen das alles, Nee, weil nur sie das meins, alles, Leon. weil sie das alles richtig machen wollen. So. Ja. Das heißt, ich finde, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert und die Rolle des Humors ist vielleicht wirklich eine sehr wichtige hier. Also, dass man auch da wieder die Balance findet, ne, zwischen ich informiere mich, ich gehe da jetzt nicht leichtfertig mit um, aber ich muss Sachen nicht perfekt machen. Das hast du am Anfang schon beschrieben. Ne? Wir waren noch nie perfekt. Wir Menschen sind nicht perfekt und Dinge sind nicht perfekt, Beziehungen sind nicht perfekt, weil immer so viele Menschen auch involviert sind. Und da so die Balance zu finden zwischen ich informiere mich, aber ich steinige mich nicht, wenn ich das jetzt hier irgendwie falsch mache, so, ne? Ich glaube, das ist so ein Balanceakt, der nicht einfach fällt, weil mit den ganzen Informationen, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, steigt auch der Druck, alles richtig machen zu wollen. Ne? Und dann hörst du von dem Elternteil, ja, nee, wir haben aber gelesen, das musst du so machen. Und die anderen sagen, nee, wir haben in dem Workshop von Jan Uwe gehört, da musst du so machen. So. Und dann macht man das auch so. Und da so ein bisschen die Leichtigkeit und die vielleicht auch das Spielerische zu bewahren, ist, glaube ich, nicht einfach. Und das hatte man vielleicht früher nicht. Ne? Also vielleicht früher hatte man weniger Wissen, kann ich mir vorstellen. Dadurch war es vielleicht auch irgendwie manchmal schwieriger, eine Lösung zu finden. Aber man hatte nicht diesen krassen Druck, weil dass man nicht ausreichend getan hat. Ich habe mich nicht ausreichend informiert oder so. Ich stelle mir das so vor. Vorab ein Gedanke dazu, Ja. weil Jan-Uwe auch von diesen Gefühlen gesprochen haben. Da können Eltern immer drauf vertrauen. Einmal über die ganze Palette von Gefühlen. Dazu das Bauchgefühl, Intuition. Gut, Intuition beruft sich oft auf Erfahrungen, die wir machen. Das ist als Eltern oft nicht so der Fall. Also Bauchgefühl, ja, okay, hin und wieder können wir uns drauf verlassen. Aber was Eltern haben, ist ein Herzgefühl. Das kommt on top zum Bauchgefühl dazu. Und das sorgt automatisch dafür, kannst mich steinigen, Jan-Uwe, dass Eltern 95% der Sachen einfach richtig machen. Einfach richtig machen, weil sie nicht nur ein Bauchgefühl haben, was sich langsam entwickelt. Eltern lernen immer dazu, nicht nur die Kinder, auch die Eltern. Entwickelt sich immer mehr das Bauchgefühl aufgrund der Intuition, aufgrund der Erfahrungen. Aber was immer da ist, von der ersten Minute an, ist das Herzgefühl. Was Und ist das das für sorgt dich? dafür. Was ist für dich das Herzgefühl? Dass die Entscheidungen, die wir treffen, dass die einfach aus Liebe getroffen werden, dass wir da immer so Glitzer drauf streuen, dass wir da auch immer sicher sein können, ja, das passt für mich, das passt für meinen Partner, für meine Partnerin, das passt gerade für mein Kind. Die Situation, das passt gerade. Ich glaube gar nicht, dass wir das so richtig wahrnehmen, dieses Herzgefühl, und auch gar nicht letztlich analysieren können. Aber das dürfen wir immer am Ende des Tages tun, indem wir, wie Jan-Uwe auch sagt, indem wir feststellen, ja, ich habe heute auch Mist gebaut, glaube ich, aber ich habe auch, glaube ich, richtig viel richtig gemacht, weil Erziehung oder die Alltagsroutinen von Eltern sind nie was für die Geschichtsbücher. Niemals. Also man wird nie etwas tun. Ich habe jetzt meiner Tochter die Banane in der Hälfte durchgeschnitten. Das war nicht gut, aber das Brot habe ich schön zubereitet und so. Die ganzen Alltagsroutinen sind nie was für die Geschichtsbücher. Ne? Das wird man niemals nachlesen oder das werden Schüler und Schülerinnen nie in 50 Jahren später lernen, weil das große Ereignisse waren. Aber trotzdem sind sie ja voller Bedeutung. Jeder Tag mit unseren Kindern ist ein neuer Tag. Wir machen jeden Tag alles zum ersten Mal mit unserem Kind. Von gnädig sein haben wir da auch kurz gesprochen. Und von daher dürfen wir uns eigentlich immer, Jan-Uwe sagt immer so schön, auf die Schultern klopfen. Jeden Abend, dass wir auch mal Bockmist gemacht haben, aber dass wir auch viel, viel richtig gemacht haben. Nämlich, wir haben unser Kind erzogen, wir haben mit unserem Kind Zeit geteilt und wir haben mit unserem Kind, ja, den Tag verbracht und gelebt. Und das alles genau mit diesem Herzgefühl, was so nicht zu greifen ist, aber auf das wir vertrauen können, dass wir automatisch als Eltern nicht alles, aber sehr, sehr vieles richtig machen und für den Rest
sind die Ratgeber von Jan-Uwe und mir dann. Es gibt von diesem wunderbare Roman, diese Geschichte vom kleinen Prinzen. Dort heißt es, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das ist häufig etwas Unbestimmtes, was nicht Greifbares. Wir haben jetzt Frühling, ich gehe gerne durch die Landschaft und man möchte es eigentlich fotografieren. Aber das Bild würde diese blühenden Schönheiten gar nicht wahrnehmen. Man kann also, wenn man im Frühling durch die Lande geht, nur mit dem Herzen fotografieren. Und das sage ich immer auch zu meiner Frau. Ich fotografiere das jetzt mit dem Herzen. Und das, was da drin ist, das kommt drüber und das spürst du, denke ich. Das hat Matthias gerade nochmal gesagt. Es ist etwas Unbestimmtes. Es ist etwas, was aber da ist, was du spürst, ne, und was dir auch Halt gibt, was dir auch bei aller Unbestimmtheit Gewissheit gibt. Und dieses Herzgefühl, auch dieses aus dem Bauch heraus etwas zu machen. Ein Satz meiner Großmutter, du musst aus dem Bauch heraus erziehen, aber dazu ist es wichtig, dass du gut isst. Sonst ist der Bauch leer, der Magen leer und er gluckert. Ich finde, das ist ein wunderschöner Satz. Du hast noch etwas anderes formuliert und das hat Matthias eben auch nochmal aufgegriffen. Man will es heute alles besser machen. Man will nicht wie die Eltern werden, bloß richtig gut sein. Ne? Jeden Tag den pädagogischen Oscar am Bande sich selber verleihen, weil sonst keiner macht. Und ich denke, das gehört auch dazu, nicht alles besser zu machen. Und dieses Bessermachen hat auch damit zu tun, dass das Wissen über Erziehung, über Erziehungstechniken immer differenzierter wird. Dass das Wissen aber über wie Kinder sich entwickeln, was wichtig ist in der Entwicklung der Kinder. Dass Entwicklung keine stete Aufwärtsentwicklung ist, sondern ein Ineinander von Fortschritt, Stillstand und Rückschritt. Dieses Wissen ist absolut unterentwickelt. Denn wenn das entwickelt wäre, würde man nicht alles auf Technik reduzieren. Technik ist im Prinzip seelenlos. Also du kannst nur Grenzen setzen, wenn die Beziehung stimmt, weil das Grenzen setzen ist für alle Beteiligten eine Zumutung, sowohl für mich selber als auch für die Kinder. Und diese Zumutung hältst du nur aus, wenn die Beziehung stimmt, wenn Herzenswärme sozusagen da ist. Und die Kälte spüre ich häufig an solchen Bemerkungen, die vor 40 Jahren so nicht gemacht wurden. Wie löse ich ein Problem richtig? Das richtig aufräumen. Ich kenne kein Kind, was richtig aufräumt. Ein Kind räumt auf oder es räumt nicht auf. Vor 40 Jahren sollten Kinder spielen, konnten Kinder spielen. Heute müssen sie schön spielen. Das heißt, in solchen kleinen Adjektiven steckt eine ganze Menge auch an das, was du gesagt hast, sozusagen an Stress, der in die Beziehungen reinkommt. Und es gibt eine amerikanische Psychotherapeutin, Physiotherapeutin, Mary Burmeister, die hat einen wunderbaren Satz gesagt: Sei einfach. Sei einfach. Also sei, stehe in der Welt. Sei du als Person, dann kannst du was rüberbringen. Sei du, aber auch das Kind, ich bin. Ein wichtiges Wort, wenn Kinder ich sagen, dann sagen sie ich bin. Sie sind also in der Welt. Und dann sei einfach und nicht immer so kompliziert. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird: Wie hätte ich es denn noch anders machen sollen, noch besser machen sollen? Sei doch froh, dass du eine Lösung gefunden hast. Also viele Probleme machen wir uns
selber, weil wir immer besser, immer höher werden wollen. Mir hat neulich mal ein Mädchen gesagt, Herr Rocke, meine Mama will mein Bestes. Was bleibt dann für mich? Ja. Ich hatte letztens einen Vater, der hat gesagt, von wegen schön gespielt. Der sagte zu seinem Sohn, schön gerutscht. Und da habe ich mir überlegt, jeder kann rutschen. Also man braucht keine Qualifikation, also ein Sack Kartoffeln kann rutschen. Einfach nur, ne? Also es ist so, warum bewertet es ist doch wichtig, das Kind hatte mega viel Spaß beim Rutschen. Aber warum muss man das irgendwie in irgendein Verhältnis setzen und zu sagen, boah, das war jetzt mega gerutscht. So, ne? Das fiel mir dabei noch ein, ich glaube, ich sage beim Vortrag auch immer, ist es nicht wichtig, dass wir alles richtig machen, sondern es ist wichtig, dass sich die Kinder das Richtige für sich raussuchen. Dass wir einfach eine Palette bieten, wie wir sind, mit unseren Bedürfnissen, wie wir handeln und erziehen wollen und dass das Kind dann schaut und so, ja, finde ich gut, finde ich vielleicht nicht so gut. Das lernst du an der Pubertät, vor allem dieses finde ich nicht so gut. Und das finde ich immer wichtig, dass das Kind im Endeffekt sagen kann, ja, ich habe mir das Richtige für mich rausgesucht. Das erinnert mich gerade so an die Vergangenheit. Ich bin oft als Kind bei meinem Opa gewesen und mein Cousin war auch oft dabei. Und mein Cousin, der war immer ein bisschen schwierig. Also der hat nur sehr spezifische Sachen gegessen, ja, also wirklich oft nur Chicken Nuggets war so sein Ding und sonst wirklich eigentlich fast gar nichts und also, nee, wirklich und also, wir haben immer gerne Fußball gespielt und so und aber er war auch vom Charakter, sag ich mal, nicht der einfachste so. Ich auch nicht und dann haben wir uns auch oft in die Köpfe bekommen und jedenfalls habe ich dann mitbekommen, dass meine Oma ihn immer gelobt hat, wenn er dann mal doch was wirklich toll gemacht hat. Und das waren aber dann ganz einfache Sachen wie, ich weiß nicht, den Teller leer gegessen, oh, das hast du ja wirklich richtig toll gemacht. Und wenn ich das gemacht habe, war halt so normal. Ja, normal. Ne? Und das hat dann so eine Dynamik ausgelöst, dass auch mein Opa und ich manchmal uns so angeguckt haben, okay, warum bewertet die das jetzt so? Und ich dann auch so gedacht, ja gut, kann ich auch mal ein bisschen Lob für irgendwas bekommen, so. Ja, und ich glaube, wir lachen jetzt darüber, ne? Aber im Nachhinein macht es schon was mit den Menschen, wenn du normale Sachen so krass positiv bewertest oder vielleicht noch ein drittes Kind dabei ist und das mitbekommt und denkt so, ja, warum werde ich eigentlich hier nicht gelobt? Also es sind vielleicht Sachen, über die denken wir nicht nach oder in dem Moment denken wir, jetzt in dem Moment fühlt sich das dann gut an für uns. Aber man denkt vielleicht dann nicht so langfristig, was diese Worte mit uns machen. Die muss man schon auf jeden Fall ins Boot holen. Ne? Also es ist ja bei meinen Kindern so, meine Tochter ist viel jünger und schreibt so bei Noten in der Schule. Und der Junge kämpft sich durch die Pubertät und durch die Schule. Und da muss natürlich beides passieren. Ne? Die Tochter, die jetzt nur Einsen schreibt, natürlich darf man sie nicht vergessen und darf trotzdem sagen, du kannst stolz auf dich sein, auf diese Eins und man darf aber auch das andere Kind nicht vergessen, weil das leistet auch was, das kämpft sich durch die Schule, ne? Das ist ja oft auch, wo die Noten vielleicht nicht so stimmen, Noten sind nur Zahlen, aber es gibt ja trotzdem sich Mühe, geht zur Nachhilfe, ne? Das darf man auch nicht vergessen, da gilt es auch jedes Kind individuell einfach wahrzunehmen, ne? Und vor allem auch authentisch zu loben. Wirklich authentisch zu loben. Ich habe es auch mal übertrieben. Ich fand das toll, weil dann die Wickelsaison oder die Wickelarie endlich vorbei war, als mein Sohn auf der großen Toilette sein großes Geschäft erledigt hat. Ich habe gesagt, super, das ist ja der Wahnsinn. Und meine Freundin kam danach zu mir und sagte so, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Der wird mal mit 30 Jahren im Pissoir stehen und singen, ey, so sehen Sieger aus, Freunde. Und da lachen wir immer schön drüber, auch im Vortrag drüber. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass wir authentisch loben. Wenn unser Kind von der Kita kommt und hat ein Bild gemalt, das machen Kinder oft täglich, dass sie dann der Mutter irgendein Bild in die Hand drücken. Da ist manchmal nur 2 Striche drauf.
Da brauche ich nicht We Are the Champions von Queen einzuspielen. Da reicht oft nur ein Lächeln. Das reicht vollkommen aus. Ich brauche es nicht zu bewerten. Das hat man in vielen afrikanischen Völkern macht man das so. Das sagen die Kinder und die Mutter sagen, ja. Und dann grinst sie. Mhm. Da muss man keine Standing Ovations machen. Und das ist, glaube ich, wichtig, das eine Kind nicht zu vergessen, jedes Kind so anzunehmen, wie es ist. Das sagt Jan Uwe ja auch immer so schön. Und mein Sohn gibt sich trotzdem Mühe in der Schule. Das sind nicht so die Noten, wie die Tochter es hat. Ich glaube, das Problem zum Beispiel in der Dynamik, die ich hatte mit meinem Cousin, war, dass ich glaube, meine Oma hatte das Gefühl, guck mal, der Leon, der isst alles. Ja. Der Leon, der macht zum Beispiel Sport, der bewegt sich viel. Sie hatte, glaube ich, das Gefühl, dass er neben mir nicht mitkommt. Und deswegen musste sie ihn dann insbesondere loben, hatte sie das Gefühl. Aber hat sie dir das dann gesagt? Hat sie dich, ich bin ein großer Fan von das Kind mal zu sich nehmen, einzeln und sagen, du, hör zu, ich muss deinen Cousin immer so ein bisschen... Nee, ich habe das dann von meinem Opa so gehört. Ja, okay. Also das habe ich dann aber auch Immerhin. eher so, auch später, wo ich dann größer war, dann haben wir mal darüber geredet, über diese Dynamik, die da manchmal stattgefunden hat. Ja. Für mich war das auch okay so, ne? Aber wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, dann denke ich mir so, eigentlich hat die Oma nur sein Verhalten verstärkt und hat nicht wirklich so am Kern des Problems gearbeitet, so dass zum Beispiel die Ernährung einfach scheiße war. Oder ne, dass man auch nicht den ganzen Tag nur am PC sitzt, sondern auch mal rausgeht. So, das ist vielleicht auch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Großeltern haben vielleicht auch nicht dann die Verantwortung oder die Rolle, sondern ist dann eher die Rolle der Eltern, ne? Mhm. Aber da merkt man auch, wie komplex das alles wird, ne? Entscheidend, glaube ich, ist für mich in solchen Situationen auch darauf zu vertrauen, dass die andere Person, also in dem Fall du, entsprechend reagierst oder auch auf sich aufmerksam machst. Also ich werde hier überhaupt nicht gesehen, beachtet, und wenn Kinder nicht gesehen und beachtet werden, ne, dann gehen sie in die Handlung. Und die Handlung muss nicht unbedingt sozial verträglich sein, ne? Sondern da gibt's ja in deinem Fall mehrere Möglichkeiten, in die Aktion zu gehen. Also entweder deinem Cousin kurz mal was beizupulen oder der Oma was beizupulen oder sich den Großvater als Koalitionspartner zu holen. Also auch darauf zu vertrauen, wenn eine Handlung unangemessen und überzogen ist, dass die Kinder für sich sorgen. Auch das knüpft an das an, was wir vorhin schon mal besprochen haben. Wir meinen sehr häufig, uns sozusagen als Koalitionspartner für die Kinder zu verstehen und ein Problem für die Kinder zu lösen. Und dann mache ich Kinder unselbstständig, weil sie dann immer Big Brother an ihrer Seite wissen. Nein, die Kinder müssen lernen, von Anfang an, vom 2., 3. Lebensjahr an, auch für sich einzugestehen. Also für sich auch zu sorgen und nicht ständig und ununterbrochen Leute zu haben, die ein Problem für sie lösen. Das macht die Kinder unselbstständig. Ich würde nochmal gerne darauf zurückkommen, was ihr vorhin beschrieben habt mit dem Herz, dem Bauch und es gibt ja noch den Kopf. Und wir haben darüber gesprochen, dass vielleicht momentan auch so ist, dass viele im Kopf sind, ne? Also wenn wir viele Informationen haben und wir versuchen Techniken anzuwenden, so wie du es beschrieben hast, die ja irgendwo auch gefühlslos sind, das sind einfach so machst du es, also mach ich's nach, ne? Ich habe das Gefühl, so auch von dem, was ihr jetzt gesagt habt, man koppelt sich mit dem Kopf dann auch irgendwo vom Herz und dem Bauch ab. Ich glaube, das ist oft das Problem. Ja. Ne? Und da ist vielleicht die Frage, wie kann ich da wieder einen besseren Zugang zu bekommen zu diesen Gefühlen? Das meinte ich mit Gedankenbürokratie abbauen, sich nicht selbst immer ständig zu hinterfragen, unser Elterntun ständig zu hinterfragen, sondern einfach auf das Gefüge zu achten, auf die Familie zu achten, mittlerweile zu begreifen, das sind die Bedürfnisse von dem, das mag der gern, das mag die gern. Und dann einfach auch, man sagt das immer so schön, im Hier und Jetzt leben und tun und wieder Gefühle auch zulassen und die auch nicht ständig
zu bewerten. Und das Schöne ist, dass unsere Kinder damit, glaube ich, aufwachsen, dass alle Gefühle okay sind, die lauten Gefühle okay sind, übrigens auch die ruhigen Gefühle okay sind. Das ist ja auch oft sowas. Bei dir war das jetzt mit dem Essensbeispiel. Oft werden sich um wildere Kinder auch mehr gekümmert, sag ich mal, als um die ruhigeren Kinder. Aber auch diese Gefühle von schüchternen Kindern sind okay. Das werden wunderbare Kinder, weil schüchterne Kinder sind sehr empathisch. Das sind, ich nenne sie immer so schön Zaungäste. Die gucken, was passiert. Ihr Abstand ist letztlich der Mittelpunkt. Und das werden irgendwann mal sehr empathische, tolle Wesen, auf die man auch sehr, sehr stolz sein kann. Und jede Gefühle sind da und jede Gefühle darf man haben. Und unsere Kinder wachsen damit auf. Wir waren letztens bei Oma und Oma sagte so den typischen Oma-Satz: Wenn du die Fischstäbchen nicht isst, dann ist die Oma traurig. Und mein Sohn sagte: Ach Oma, ist es okay, wenn man traurig ist? Geil. Und da habe ich mich urmäßig ein bisschen auf die Schulter geklopft und sagte: Ja, Sohnemann, genau so sieht's aus. Genau. Oma darf traurig sein, du darfst traurig sein, du darfst das vor allem auch sagen. Und dass wir das mehr zulassen und vor allem diese Gedankenbürokratie einfach so ein bisschen abbauen. Es ist ja schön, wir haben über Ratgeber gesprochen, ist ja schön. Wissen beruhigt ja. Indem wir wissen, was passiert in einer gewissen Entwicklungsphase, das kann uns ja auch ein Stück weit beruhigen. Das ist eine Erklärung auch für uns. Das ist nicht immer eine Entschuldigung für die Kinder, aber für uns eine Beruhigung zu wissen, okay, da passiert vielleicht gerade was im Gehirn, da suchen sich gerade ein paar Synapsen neu. Bei Pubertierenden werden Hormone ausgeschüttet. Ne? Da Wissen beruhigt da ungemein. Das kann man ja machen. Ne? Das ist ja auch okay. Das untermauert ja unser Herzgefühl nochmal. Durch ein sicheres Wissen, durch gutes Wissen. Das andere oft wieder, diese Gedanken, die wir dann haben, diese schlechten Gedanken, ist dann manchmal auch dann wieder verkehrt. Aber durch das gute Wissen können wir ja unser Bauch ein bisschen mit beruhigen oder auch mit füllen mit Informationen und wieder mehr aufs Herz schauen. Durch dieses ins Herztun kommen, sozusagen. Du hast gefragt, was kann man tun, was kann ich tun? Ich gucke mal in zwei Richtungen. Das eine ist, man kann von Kindern lernen. Das hat Matthias gerade nochmal angedeutet. Kinder sind sehr authentisch. Kinder zeigen fast alle Gefühle, die sie haben, und auch die stillen Kinder zeigen auf ihre Art und Weise ihre Gefühle. Also bereit zu sein, von Kindern zu lernen. Das Beispiel von Matthias gerade: Oma, du darfst traurig sein. Das heißt also, den Kindern auch alle Gefühle zuzulassen, zuzubilligen und nicht zwischen schlechten und guten Gefühlen zu unterscheiden, sondern diese Gefühlspalette der Kinder auch zu sehen und auch zu gucken: Mensch, die agieren ja aus dem Bauch heraus. Die gucken nicht eher, was ist richtig, ne, oder was ist falsch. Also in dem Sinne sind Kinder ja auch Geschenke für uns, von denen ich eine ganze Menge auch lernen und auch erwerben kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, auch auf sich selber zu gucken. Wo lasse ich Gefühle nicht zu und was macht das mit mir? Es gibt ja diese Sätze: Ich zerbreche mir den Kopf. Ich kann etwas nicht mehr hören. Ich habe die Nase voll. Ich schlucke alles runter. Ich nehme mir alles zu Herzen. Es geht mir an die Nieren. Verdammt nochmal, das schlägt mir auf den Magen. Also auch auf sich selber mal zu gucken, was machen ganz bestimmte Situationen mit mir und weshalb machen diese Situationen etwas mit mir, weil ich das Kopfkino, die Gedankenbürokratie
eingebaut habe und nicht auf meinen Körper geachtet habe, auf die Zeichen, die mein Körper mir macht. Und dann, wenn es auf den Magen geschlagen ist, eben kein Medikament zu nehmen, sondern zu gucken, was hat das vielleicht mit meinen Handlungen zu tun, mit meiner Art und Weise zu tun, sich bestimmten Problemen auch zu stellen. Das schließt jetzt der Medikamentierung nicht aus, aber zunächst einmal auch zu gucken, hey, mein Körper ist doch lebendig. Warum nehme ich ihn nicht wahr? Warum nehme ich die Signale nicht wahr, die er mir sendet? Warum versuche ich sie zu unterdrücken? Warum versuche ich sie vielleicht mit Alkohol oder mit Essen zu besänftigen? Nein, der Körper, der sendet Signale, die wichtig sind. Also das sind so zwei Momente, wo ich lernen kann, in denen ich lernen kann, wieder zu mir selber zu kommen. Gefühle dürfen ins Freie, sage ich immer. Und das war zu meiner Kindheit einfach nicht machbar. Ne? Da wurde immer, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, da wurde immer gesagt, wie man zu handeln hatte, was man tun sollte und musste. Und da konnte man eigentlich gar nicht seine eigenen Gefühle, seine eigenen Ansichten so ausleben, weil die Eltern dann immer gesagt haben, nee, wenn das die Nachbarn erfahren und mach das mal lieber so und so. Und deshalb finde ich ja geradezu toll, dass Gefühle jetzt bei unseren Kindern einfach da sein dürfen, weil wir durften es damals nicht immer. Und das ist schade, weil meine Eltern ist auch noch oft so, dass ich oft Sachen mache und sie sich wundern. Und ich denke, ja, weil ihr mich nicht richtig kennt. Ihr kennt mich nicht richtig, weil ihr, sobald ich mich früher quasi mal loslösen wollte, genau, authentisch sein wollte, so wie ich bin, habt ihr das immer quasi abgetan und habt gesagt, nee, lass mal, hier, bis hierhin und nicht weiter. Wir handeln lieber so und so. Ja. Und das ist beides schade. Einmal, sie kennen mich nicht, aber andererseits, ich kenne sie auch nicht. Weil sie ja, also ihre eigene Meinung kenne ich ja auch nicht. Ich kenne nur die Meinung, die Nachbarn hätten das gern so und so. Aber was sie darüber denken, erfahre ich auch nicht. Stimmt. Das heißt, wir reden vollkommen aneinander vorbei. Und dann ist es oft noch heute so, und meine Eltern kennen mich jetzt 47 Jahre lang, dass sie sich manchmal wundern über mein Handeln und Tun. Und ich dann so für mich denke, ja, ich glaube, da wäre ein bisschen was aufzuarbeiten, weil das wurde damals immer reglementiert und da war ein Gefühl nie so da. Also das nie so erlaubt, nie so gestattet. Und das auf Theaterbühnen auszuleben, viel Theater gespielt, das hat die immer alles gewundert. Oder gewundert hört sich ja noch positiv an, vielleicht so manchmal auch so verschreckt. Mhm. Und die haben dann wahrscheinlich oft den Kopf geschüttelt. Kann man auch manchmal. Mein Gott, man macht nicht alles richtig im Leben. Aber das finde ich schade, weil der wahre Kern einfach vollkommen verborgen bleibt. Um das nochmal aufzugreifen, sich selber auch mal darüber nachzudenken, gibt es nicht solche Wurzeln doch in deiner Familie? Gibt es da nicht so Säfte, die noch schlummern? Und für mich war in dieser Auseinandersetzung oder in dieser Stippvisite der Vergangenheit, bin ich auf meine Oma und meine Uroma gekommen, die Fähigkeiten hatten, die ich übernommen habe. Also Matthias hat es gerade gesagt, also Kopfschütteln beispielsweise auch für Darstellungen, für Inszenierungen. Und meine Urgroßmutter und meine Großmutter, die konnten Geschichten erzählen. Und ich denke, wenn ich heute Geschichten erzähle, dann spüre ich, dass Oma und Oma da oben Sachen, das führt er jetzt fort. Mhm. Also heißt auch nochmal zu gucken, gibt es doch in der Familienbiografie, in der Geschichte nicht doch etwas bei vielen,
wie man etwas doch mal wieder ans Tageslicht holen kann und das vielleicht auch stellvertretend für andere ausagieren kann, so wie Matthias es gerade gesagt habe. Seine Eltern haben es nicht gemacht, aber ne, er macht es auf der Bühne einfach sehr, sehr gut. Habt ihr schon mal so eine Rückführung gemacht? Also ich werde nächste Woche mit Dr. Wolfgang Krüger über Großeltern- und Familienverträge sprechen. Und er hat zu mir gesagt, die meisten beschäftigen sich ja erst so ab 40 damit. Matthias, jetzt würde mich mal interessieren, hast du dich mal damit beschäftigt, warum denn deine Eltern, also die werden ja einen Grund dafür gehabt haben, dass sie das damals so unterdrückt haben bei dir oder vielleicht auch bei sich selbst, das ist ja so dual beschrieben, ne? Das fand ich auch schön. Oder dass ihnen immer so wichtig war, was die Nachbarn denken und so weiter und so fort. Das kommt ja auch irgendwo her, ne? Man muss das ein bisschen unterscheiden. Ich habe es gelernt zu unterscheiden. Was bei meinen Eltern immer der Fall war, dass sie mich unendlich geliebt haben. Und das ist wieder unser Herzgefühl. Und das beruhigt ungemein. Und ich weiß auch, dass das sind gute Menschen. Das sind gute Menschen. Ich hätte oft anders entschieden, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, an vielen Stellen. Aber an sich haben die mich die Menschen geliebt und es sind einfach total gute Menschen. Und dann gibt es immer natürlich die Sätze wie, ja, die haben es nicht anders gewusst. Wenn die das Wissen heute hätten, dann hätten die anders entschieden. Dann würden die anders handeln. Dann würden die bedürfnisorientiert handeln. Das glaube ich, dass das so ist. Das mag so sein. Aber wir Eltern tun ja immer, und da sind wir wieder bei dieser, ja, dass wir da kein Studium machen durften. Wir haben das nicht gelernt. Wir machen alles zum ersten Mal. Also was machen wir? Wir begreifen, wir sind jetzt Eltern, also denken wir erstmal an unsere Eltern, weil wir ja keine Erfahrung haben. Was sollen wir anders machen? Klar, können wir die Ratgeber lesen, aber das ist dann, man kann das dann nicht wirklich greifen. Also denken wir erstmal, wie haben das denn meine Eltern gemacht? Wie haben die denn bei bestimmten Situationen reagiert? Und dann handeln wir auch so. Und dann ist das der wichtigste Punkt und dann dürfen wir das aber analysieren. Dann dürfen wir einfach sagen, okay, die haben das damals so gemacht. Ich habe jetzt fast das bei meinem Kind genauso gemacht. Und vielleicht ist das nicht das Weisheit letzter Schluss. Da kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken. So, ne? Aber dann passiert ja was. Und was man aber bei allem, gut, das muss jeder für sich selbst wissen, aber was bei mir der Fall war, und das sage ich auch mit voller Überzeugung, dass mich meine Eltern immer geliebt haben. Also unser Herzgefühl war immer da. Ja. Das entschuldigt nicht die Entscheidung, die sie immer getroffen haben. Nee. Aber ich glaube schon, hätten sie mit dem Wissen von heute, hätten sie zumindest gelernt, die eine oder andere Entscheidung zu reflektieren und vielleicht später nochmal zu mir zu kommen und sagen, ja, doch, da habe ich heute ein bisschen Mist gebaut, da war ich gestresst, ich bin laut geworden. Das, was ich heute bei meinen Kindern mache. Also jede Mutter schreit einmal mehr, als sie wollte. Jeder Vater auch. Aber darauf kommt es in dem Moment nicht an. Manchmal ist man gestresst und dann wird man laut. Wichtig ist, glaube ich, aber abends nochmal an die Tür zu klopfen, beim Gute Nacht sagen und zu schauen und sagen so, ja, du, das war vorhin unangenehm und das habe ich aus diesem Grund gemacht und da auch, wie Jan-Uwe schön immer sagt, nicht verlabern das Ganze, also jetzt keine PowerPoint aufmachen, sondern aber mit 1, 2 kurzen Sätzen Wertschätzung zu geben. Ehrlich nicht sein. Nur Liebe. Ja. Nicht nur Liebe, ist was anderes. Ehrlich, authentisch zu sein, damit wir zu dem Kern endlich mal finden, weil das macht dann tatsächlich die Eltern aus, dass wir zu diesem Kern kommen, Wertschätzung zu zeigen und zu sagen so, nee, ja, da habe ich Mist gebaut und das darfst du jetzt gerne wissen und dir merken. Ja. Ich finde, das ist auch was ganz Wichtiges und Schönes, was du sagst. Dieses ehrliche Mitteilen auch gegenüber dem Kind. Ne? Auch wenn man mal was falsch gesagt hat oder was Falsches gemacht hat, dann auch mal dahin zu gehen und zu sagen, ich weiß, es war jetzt scheiße von mir, das tut mir auch leid, aber ich habe aus dem und dem Grund so gehandelt.
Ich hatte das Gefühl bei meiner Mutter, die hat das schon immer gemacht. Also da hatte ich die Herz-zu-Herz-Verbindung und sie hat dann auch wirklich ehrlich und offen mit uns kommuniziert. Beim Stiefvater hatte ich nie das Gefühl. Ich hatte immer das Gefühl bei ihm, dass ich keinen Zugang habe. Also er hat Sachen gemacht und ich habe nie verstanden, warum. Ich konnte darüber nachdenken, warum er das so gemacht hat, könnte mir meine eigene Lösung dafür irgendwie fantasieren, aber er hat mir nie gesagt, warum er so gehandelt hat. Und da sind viele Sachen passiert. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und was ich auch wichtig fand, was du gerade gesagt hast, war, unsere Eltern beeinflussen ja die Art und Weise, wie wir in der Erziehung handeln. Und du hast davor gesagt, dass wir ja oft auch auf unser Bauchgefühl hören. Und unser Bauchgefühl kommt aus der Erfahrung. Das heißt, wo kommt die Erfahrung her? Auch aus der eigenen Erziehung, die man selbst erfahren hat, ne? Und ich finde, das ist ein richtig gutes Modell, das ihr gezeichnet habt. Wir haben den Kopf, wir haben das Herz, wir haben den Bauch. Und im Bauch sind all die Erfahrungen drin, die wir halt selber mal gemacht haben oder mit anderen gemacht haben. Die Herz-zu-Herz-Verbindung ist einfach die Liebe, die wir zu den Kindern spüren. Und dann haben wir noch den Kopf, ne? Das sind die ganzen Techniken, das ist die Gesellschaft, die uns so sagt, hey, so musst du es machen. Und das ist vielleicht die Balance, ne? Die Verbindung zwischen diesen Dingen herzustellen. Ich kann einen Satz noch zu sagen, Entschuldigung, Jan Uwe, weil es mich gerade triggert. Ja. Also mein Vater war sehr schwer krank, da war ich so 6., 7. Klasse, da hat er Krebs gehabt. Meine Eltern haben immer gesagt, auch zu Nachbarn, das habe ich immer gehört, der Matthias, der macht das mit sich selbst aus. Ja. Aber woher wollen die das wissen? Die haben mich ja nie mit mir gesprochen. Es war für meine Eltern auch hier wieder eine brutal schwere Situation. Das war brutal. Mein Vater mit Ende 30 krebskrank. Aber die haben mich da nie mit ins Boot geholt. Mhm. Und da kam mal mein Deutschlehrer, der unser Klassenlehrer war, der sehr streng war, eher so von der alten Schule, hätte ich jetzt fast gesagt. Was der aber genialerweise gemacht hat, der hat immer mal so, wie so ein Arbeitgeber, so Feedbackgespräche geführt. Mhm. Und er hat gemerkt, dass mich das beschäftigt. Irgendwie hat er dafür eine Antenne gehabt. Und dann sagte Matthias, du kommst in der Pause mal zu mir. Ich dachte, was erwartet dich da? Er setzte sich zu mir und sagt, du, wie geht's denn dir? Und da dachte ich so, der strenge, ja, so und so, der fragt dich das. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das rechne ich ihm noch heute so hoch an, dass wir einfach eine Viertelstunde darüber gesprochen haben, wie es mir geht, weil der macht das nicht alles mit sich selbst aus. Der würde gerne mitgenommen werden, ne? Der würde gerne mit ins Boot geholt werden. Das ist ein hartes Boot. Das ist, Jan Uwe kommt aus der Seefahrt. Das ist gerade mächtig ins Schwanken geraten. Und genau, das hat mich nur kurz beschäftigt. Voll gut, ja. Ja. Ich finde, was Matthias gerade gesagt hat, ist ein Begriff, der nicht so gerne formuliert wird. Das ist der Begriff der Erzieherpersönlichkeit und der Autorität. Kinder brauchen Persönlichkeiten. Persönlichkeiten, egal ob jetzt Mann oder Frau, brauchen Persönlichkeiten, an denen sie sich orientieren können, mit denen sie auch wachsen können, an denen sie sich auch reiben können, mit denen sie sich auch auseinandersetzen können. Und die Qualität einer Persönlichkeit ist nicht eine Frage der Zeit, sondern ist eine Frage der Beziehungsqualität. Und ein wichtiges Moment der Beziehungsqualität ist, ich höre zu und ich gebe dir Zeit. Ich gebe dir keinen Ratschlag. Ratschläge sind Schläge, deren blauen Flecken man erst nach ein paar Stunden merkt, aber sie hinterlassen doch blaue Flecken. Sondern es ist das Gefühl, ich leihe dir mein Ohr. Und wenn du etwas weiteres von mir möchtest, dann komme ich. Die Kinder von heute, egal ob sie nun 2 oder 12 sind, brauchen diese Persönlichkeiten, brauchen noch ein Stück weit Autorität, die gekennzeichnet ist von Alltagserfahrung, von Lebenserfahrung und von Herzenswärme. Das sind wichtige Momente und
Sie brauchen keine Techniker, die sozusagen ein Erziehungsproblem abchecken, wie ein Automechaniker, wenn das Auto ein Problem hat. Das ist etwas. Das heißt, sich auch mal hinzustellen, ich bin ich. Und du kannst dich auseinandersetzen mit mir. Aber eine Persönlichkeit, die bin ich schon. Ich habe gesagt, das fehlt heute, weil sehr viel, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, weil kaum einer mal sagt ich, sondern alle sagen wir. Wir. Das sind wie Romanen, ne? Personen, die wir sagen und Romane erzählen, aber nicht, die auch mal sagen, ich möchte das jetzt oder auch ich erwarte das jetzt. Da kann man sich immer als Kind, als Jugendlicher noch mit auseinandersetzen und sagen, nein, ich sehe das anders. Wir haben heute wenig Menschen, die auch ein Stück weit dieses Rückgrat haben. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen an, als wenn jemand redet aus den 50er Jahren. Aber in jedem Begriff ist immer der Vorteil und der Nachteil. Es gibt keine Begriffe, die dialektisch gedacht immer nur eines darstellen. Ich glaube, das stimmt, was du sagst, weil wo entsteht Persönlichkeit? Aus meiner Sicht eben nicht im Kopf unbedingt. Ne? Und wir sind ja dabei gewesen, dass wir heute mit sehr vielen Techniken konfrontiert sind, mit sehr vielen Informationen. Was machen wir? Wir versuchen Sachen mit dem Kopf zu entscheiden. So. Das ist ja auch gut irgendwo, aber wo entsteht Persönlichkeit? Aus meiner Sicht, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Dreieck eingehen, über das wir hier gesprochen haben, aus dem Herzen, aus dem Bauch, würde ich mal sagen. Und wenn wir aber immer mit dem Kopf entscheiden und nach Technik entscheiden und so weiter, dann ist da eben nicht diese Persönlichkeit drin, weil da ist ja nicht die Lebenserfahrung drin und da ist auch nicht die Herzverbindung drin. Würde ich dir sofort zustimmen. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Betriebe beispielsweise, die noch aus dem Bauch heraus manches gemacht haben. Und bei mir zu Hause war die Fußbodenheizung ausgefallen. Und als ich anrief bei der Firma, haben sie gesagt, ja, aber der und der ist nur noch Dienstag da, weil er nicht mehr so viel arbeitet. Wir würden aber ihn gerne schicken, weil der irgendwo das Problem spürt. Und das denke ich, das ist das Entscheidende. Du musst bestimmte Dinge spüren. Du musst es als ganze Person wahrnehmen, um nochmal auf die Großeltern zu kommen. Mein Großvater hat mir beigebracht, dass man Wind riechen kann. Dass man Wind riechen kann, die Windrichtung riechen kann. Und das hat er mir auf dem Deich an der Elbe beigebracht. Und ich konnte immer den Westwind vom Ostwind und auch vom Südwind unterscheiden. Und das kann ich noch heute. Also konntest du das riechen? Ich konnte es riechen. Weil er mir das gezeigt hat. Und das habe ich mal vor ein paar Jahren, jetzt 30 Jahre her, mal versucht, Kindern beizubringen. Ich kann Wind riechen. Und dann sagt man neben mir einer, der Torben, ich sehe ihn noch heute, Torben war so 7 Jahre, das kann ich auch. Und was machte er? Er stellte sich mit dem Rücken zum Wind. Dann kann man auch nicht riechen. Also das sind die Dinge, die wichtig sind, die sozusagen eine Einheit auch darstellen von Körper, Geist und Seele. Das, denke ich, ist wieder absolut wichtig. Natürlich brauchst du den Kopf. Ich habe meiner Urgroßmutter damals, als ich so 7 war, die Zeitung vorgelesen. Sie konnte nicht mehr so gut sehen und damals, Anfang der 50er Jahre, gab es noch keine großen Brillen oder so. Ne? Ich habe ihnen immer die Zeitung vorgelesen. Und die saßen dann auf der Bank im Garten und ich habe ihnen das vorgelesen. Und dann habe ich ihnen einmal vorgelesen im April, dass am 31. Mai 1956 die Welt untergehen würde.
Und ich habe gestockt und habe Oma mal angeguckt und gesagt, die Welt geht unter, dann sterben wir alle. Und meine Oma, ne, so im Plattdeutsch, aber ich sage das Hochdeutsch, so schnell geht das nicht. Und ich sagte, Oma, aber es kann doch passieren. Na, sagt sie, Quatsch, das ist Tünkram, das gibt es nicht. Aber ich habe Oma mal nicht geglaubt, so ganz. Es hätte doch sein können. Und dann habe ich mit meinem Bruder ein Floß gebastelt aus Holz. Und das haben wir dann am 31. Mai haben wir das an dem Baumstand, an den Apfelbaum gehängt sozusagen, ne? Das Holzfloß sollte dann mit dem steigenden Wasser höher gehen. Und wir sind dann beide, ne, auf den obersten Ast gegangen und haben dann gehorcht. Es war 11:55, es sollte ja um 12 passieren. Und es passierte nichts, es passierte gar nichts. Es war kein Donner, kein nix, kein gar nichts. Und um 10:10 kam meine Uroma und sah uns da oben und sie sagte, was habe ich euch gesagt? Was habe ich euch gesagt? Und wir haben nur gesagt, aber Oma, es hätte doch sein können. Und sie sagte dann, Tünkram, so schnell geht das nicht. Und das ist diese Verbindung aus, ja, Weisheit auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir haben ihr vertraut. Aber da gibt es so einen Rest. Und das wollten wir selber als Kinder auch ausprobieren. Ja, genau. Das Vertrauen war da, aber ihr hattet trotzdem das Bedürfnis nach Selbsterfahrung. Und da ist es schön, dass dann die Oma euch auch diesen Raum gegeben hat. Natürlich. Ne? Weil es gibt dann auch Eltern, die geben dann nicht den Raum dazu, ne? Die sagen, nee, machen wir nicht. Ne, wir mussten uns Bretter zusammensuchen und mussten dann ein Floß basteln. Und das hat sie natürlich schmunzelnd nicht kommentiert, aber beobachtet. Ne? Die glauben mir nicht. Wir werden schon sehen, wer recht hat. Da war dann die Weisheit des Alters und der Erfahrung da. Was ich auch nochmal ganz schön fand, was du gerade erzählt hast, Matthias, war von deinem Kind, dass zu der Oma dann mit dieser Fischstäbchen-Geschichte da gesagt hat, Oma, du darfst traurig sein, ne? Weißt du, was mir das nochmal gezeigt hat? Wie dein Kind einfach bei der Oma war und nicht bei sich oder im Kopf, sondern wirklich, es hat es nicht als Angriff gewertet, ne? Mhm. So, ich werde traurig sein, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, jetzt esse ich das, sondern das Kind war in dem Moment einfach voll bei der Oma. So, Ja. ach krass, so, du darfst traurig sein. So, und das finde ich, zeigt auch, wie das Kind in dem Moment in dieser Herzverbindung war. Absolut. Dann haben die beiden ein gutes Verhältnis, eine gute Verbindung und das ist auch so. Omas und Opas, wo wir es gerade von Ohren hatten, die haben andere Ohren. Die haben Zuhörohren. Mhm. Und das wissen Kinder, auch Teenager, wissen auch das sehr, sehr zu schätzen. Die Besuche, das werden viele Großeltern bestätigen, von Teenagern werden weniger, aber die werden nicht weniger kostbar, weil sie wissen, die haben Ohren, die haben spezielle Oma- und Opa-Ohren und die hören gut zu. Und wenn Großeltern das schaffen, dann ist das großartig und vielleicht gibt es dann auch einmal mal die eine andere Limo, die es zu Hause nicht gibt. Aber darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Es geht um Verbindung zu sein und zu wissen, Oma und Opa geben mir immer etwas, was es zu Hause nicht gibt. Es ist immer etwas Besonderes und es ist natürlich auch, das dürfen wir Eltern gerne wahrnehmen und auch zugestehen, etwas Endliches. Wir wissen genau, unsere Kinder haben nur eine gewisse Zeit mit ihren Großeltern im Normalfall zur Verfügung. Und diese Zeit ist extrem kostbar. Und ich will das noch einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Ich hatte ein Mädchen in der Beratung, 15 Jahre, und die war zum ersten Mal völlig verknallt. Völlig verknallt und Schmetterlinge und was weiß ich. Und das erzählte sie mir, sie war wegen eines anderen Themas da, aber sie erzählte es mir und dann erzählte sie mir, dass sie das Oma erzählen würde. Und sie sagte, das ist so schön und Oma hört zu und lacht. Wahrscheinlich erinnert sie, wie sie zum ersten Mal völlig verknallt war. Und da habe ich so gefragt, erzählst du denn deiner Mama nicht? Und dann sagte sie, meinen Sie das ernst mit Mama? Ich sag, ja. Meiner Mama erzähle ich sowas doch nicht. Sag, wieso denn nicht? Sie sagt, weißt du, wenn ich dir das erzähle, dann sehe ich, wie hinter ihrer Stirn sie das Telefonbuch durchblättert und nach dem Frauenarzt sucht.
Und das ist es. Ja. Das ist es. Nicht zuhören, sondern sofort wieder einen Ratschlag geben. Und wisst ihr, was ich gerade erfahre, sind 2 Dinge, an die du mich auch gerade erinnert hast, Matthias. Mein Opa lebt noch und ich bin jetzt 30 und ich liege manchmal im Bett nachts oder abends und denke mir, ja, es kann eigentlich jederzeit vorbei sein. Und ich nehme es oft noch als selbstverständlich da, weil er einfach immer da war. Ja. Und ich weiß, dass es aber ziemlich wehtun wird, wenn er gehen wird. So. Und vielleicht gibt es noch 1, 2 Fragen und die Ja. darfst du gerne Zeit nehmen, zu überlegen, was will ich von dem noch wissen? Einfach mal, das kann was ganz Banales sein, weil es oft, da habe ich mich ertappt und auch ein bisschen vor mir erschrocken, als meine Oma gestorben ist. Ich wusste gar nicht genau, was waren ihre Hobbys. Die hatte zu gute Zuhörohren und die hat zu oft zu gut zugehört, als dass sie selbst von sich ein bisschen was erzählt hat. Und ich wusste nicht, was mochte sie. Was war ihr Hobby? Sie ist gerne nach Holland, ja, wusste ich. So ein paar Sachen wusste ich, klar. Aber so 1, 2 Fragen, die weiß man nicht. Und er erzählt es auf einmal einem Pfarrer, erzählt das auf einmal. Und da habe ich mich fast ein bisschen, weil das meine Eltern dann so weitergegeben haben im Gespräch, der Traurednerin erzählt das dann. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ich habe gesagt, nee, das hättest du eigentlich wissen können. So, ne? Ich habe sehr viel Zeit mit meinem Opa verbracht, weil ich ja selber meinen biologischen Vater nicht kenne. Meinem Stiefvater kam ich nicht so gut zurecht. Das heißt, er hat diese Position so ein bisschen eingenommen. Deswegen haben wir ein sehr enges Verhältnis. Ich habe ihn auch öfter gefragt, wie haben eigentlich deine Eltern gelebt? Was waren deren Glaubenssätze? Ich habe das auch wirklich versucht zu verstehen, auch durch den Podcast hier, weil mir Leute auch gesagt haben, hey, das ist wichtig, dass viele transgenerationale Verträge, die da stattfinden, ne? Es ist wichtig, auch mal zu fragen, ne, den Opa auch, solange er noch da ist, so wie du es jetzt auch gesagt hast, danke dir. Was hast du erlebt, ne? Oder was denkst du, warum haben deine Eltern so gedacht, ne? Und was ich aber auch gerade erlebe, ist, er ist auch immer ein guter Zuhörer gewesen. Und seit meine Oma dann leider gestorben ist vor einigen Jahren, ist er halt sehr viel alleine, ist auch einsam. Und da hat sich jetzt die Dynamik verändert. Ne? Er ist jetzt der sehr viel erzählt. Und jetzt bin ich aber auch für ihn da. Und ich habe das Gefühl, früher war er für uns da. Ne? Wir waren immer schwimmen und er hat sich immer um uns gekümmert und hat alles für uns getan. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, jetzt darf ich das zurückgeben. Jetzt bin ich einfach für ihn da. Wenn ich ihn anrufe, erzählt er manchmal eine halbe Stunde. Ist völlig in Ordnung. Ich höre ihm einfach zu. Ja. Und das auch wieder zurückgeben zu dürfen, ist, finde ich, auch was ganz Schönes. Er hat dir eine Stimme gegeben und jetzt gibst du ihm wieder eine Stimme. Meine Großmutter war eine begnadete Wurstmacherin. Die kam vom Bauernhof und wurde immer, wenn ein Schwein geschlachtet wurde, ein Rind geschlachtet, wurde sie zum Schlachten geholt und machte dann Wurst. Und dann brachte sie diese frisch gemachte Wurst mit und kochte dann wunderbare Sachen. Und das waren Gerüche. Das waren Gerüche, die sind so tief, dass ich immer, wenn ich mich erinnere, zuerst den Geruch habe und dann, wie meine Oma in den Flur kam. Und ich versuche heute noch, wenn ich koche, Rezepte meiner Oma, die sie nachgelassen hat, nachzukochen. Aber es gelingt mir nicht. Das Einzigartige des Geruches kriege ich nicht mehr hin. Ja. Und trotzdem ist es für mich was sehr, sehr Schönes, weil Oma dann, wenn ich koche, ist sie dabei. Ja. Und das ist so ein Generationenvertrag. Und sie konnte, wenn sie kochte, erzählte sie immer. Und ihre Küche sah aus wie ein Schlachtfeld. Es gab natürlich damals noch diese Öfen, diese Kohleöfen, ne? Also nicht diese Keramiköfen. Und es war einfach toll. Und ich denke manchmal, wenn ich so koche, es sieht aus wie bei meiner Oma, sie jetzt zum Unwillen meiner Frau, die dann denkt, oh, musst du dich schon wieder in der Küche verwirklichen. Aber das ist ein Stück weit das, was ich so großartig finde. Und ich sehe sie denn immer noch mit einer Schürze, mit einer Kittelschürze. Und die habe ich heute auch. Ich habe eine Kittelschürze an, wenn ich koche. Und dann bin ich so ganz nah.
bei Oma und bei dem, was sie da so mitgegeben hat. Mein Sohn würde sagen, das ist Aura, was Ja. dazu kommt. Ne? Das hatte meine Oma mit der Schwarzwälder Kirschtorte. Das war so, die musste dann immer bei jedem Geburtstag, das war so wie kein One-Hit, ein One-Cake-Wonder sozusagen. Es war immer der gleiche Kuchen. Und meine Mutter hatte es versucht nachzubacken. Und ich weiß gar nicht, ob es gleich oder ähnlich geschmeckt hat, aber die Aura, das Setting, das hat gefehlt. Das war einfach nicht dasselbe. Ja, so ist es. Aber ich möchte auch gerne, dass du das nächste Mal deine Kittelschürze anziehst. Ja, das kann ich mal machen. Aber das ist das, was ich vorhin sagte mit Persönlichkeit. Die Persönlichkeit hat eine Aura. Und das Auratische, das denke ich, ist so wichtig. Das Auratische kommt zu kurz und das Technokratische gewinnt das. Und wenn ich mich zurückerinnere, welche Lehrer waren wichtig für dich? Das waren immer, die eine Aura hatten, die nicht unbedingt nun pädagogisch wertvoll waren. Was heißt Aura für euch? Aura, das ist wie das Herz. Eine Ausstrahlung. Eine Ausstrahlung. Da ist was um sich, die haben was um sich herum, was unnahbar nahes, nahe, unnahbar. Das ist etwas, wenn die den Mund aufgemacht haben, hast du gedacht, ja, das kann ich annehmen, ich kann es auch befragen, aber er gibt dir etwas mit. Du trittst in Resonanz. Ja, so ist es. Und das, denke ich, ist etwas, was wir beide, glaube ich, bei unserer Show auch haben. Das ist etwas, was über das, was wir sagen, hinausgeht. Das ein Mehrwert an Gefühl, an that's it. Aura entsteht meines Erachtens kann nur durch Standing, weil diese Lehrerinnen haben auch für was gestanden, für eine Art von Weitergabe von Bildung, wie sie halt lehren wollen, und das entsteht durch Standing, durch, wie wir gesagt haben, wie wird man eine Persönlichkeit, wie erlangt man ein Standing? Durch den Dreiklang Kopf, Herz, Bauch. Indem das stimmt, weiß ich genau, wer ich bin, was ich kann, was ich nicht kann, meine Stärken, meine Schwächen. Was will ich machen im Leben? Also der wahre Kern, wo wir früher nicht hin konnten, da sind wir. Und da bei diesem Kern haben wir durch diesen Dreiklang ein Standing erschaffen. So sind wir. Der ist so. Der Jörg beim 70. Geburtstag, der macht immer die Sprüche. Die kommt immer zu spät. Wie auch immer. So ist der, so ist die. Und das ist das Standing, was wir erreichen, was wir unseren Kindern mitgeben. Zum ersten Mal dürfen die zu ihrem wahren Kern kommen, so wie sie wirklich sind. Und dadurch entsteht über die Jahre hinweg eine Aura. Und da werden viele Generationen von profitieren, weil sie merken und wissen dann auch später genau, ja, der Papa, der war so und so und so und so, die Mama war so und so, das hat dir gefallen, das hat dir nicht gefallen. Da werden noch mehr davon So, dass was profitieren, bleibt, ne? dass das bleibt. Ja. Jan-Uwe, eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe und die sich vielleicht auch viele Zuhörerinnen stellen, ist, du redest ja immer sehr viel von deiner Oma oder deiner Uroma, aber du redest gar nicht so viel über deine Mutter und deinen Vater. Warum ist das so? Ich glaube, Oma und Uroma haben mich sehr geprägt. Meine Mutter auch. Meine Mutter war Suchttherapeutin, hat also sehr viel mit alkoholkranken Menschen gearbeitet, weil sie selber Alkoholikerin war und aus dieser Erkrankung heraus etwas geschaffen hat in den 70er Jahren, ein soziales Zentrum für Alkoholkranke, und war eine hervorragende Therapeutin. Und ich denke, dass ich vieles, was ich in meiner Beratung mache, von meiner Mutter
habe. Die Bereitschaft zuzuhören, auch unkonventionell zu sein, das habe ich eher zu verdanken. Bin ich auch sehr dankbar, dass sie mir diese Fähigkeiten mitgegeben hat und ich sehr, sehr stolz auf meine Mutter bin, dass sie sozusagen diesen Weg, diesen schwierigen Weg gegangen ist und hervorragend auch zu Ende, also bis ans Lebensende gegangen ist. Mein Vater, von meinem Vater habe ich viele schöne Erinnerungen auch. Also wir haben zusammen gesegelt. Er hat mir das Segeln beigebracht, die Seemannschaft beigebracht. Von meinem Vater gibt es so 2 Situationen, die ich gut erinnere. Mein Vater hat 1951, 52 musste er nach Hamburg im Zug zum Arbeiten fahren, weil es in Stade keine Arbeit gab. Und er musste um 4 Uhr morgens schon aus dem Haus und verließ das Haus und sein Bett war leer. Und ich durfte mich dann in sein Bett legen und er hat immer sein Pyjama dagelassen. So war mein Vater nicht weg. Natürlich war er körperlich weg, aber er war da. Und das ist etwas, was ich heute in meinen Beratungen häufig übernehme, sehr viel über Gerüche zu machen. Also das ist eine Situation. Und das Zweite ist, er hat uns Kindern, meinem Bruder und mir, sehr früh schon was zugetraut. Auf dem Segelboot beispielsweise. Wir durften die Segel dann selber damals händisch setzen beispielsweise. Und ganz toll war, wir durften das Boot von der Elbe in die Schwinge schon alleine reinsteuern. Das heißt, wir standen am Ruder und durften das Schiff, das Segelboot, obgleich es da viel los war, das hat er uns zugetraut. Und dieses Zutrauen, das ist etwas, was mein Vater mir mit auf den Weg gegeben hat. Und das ist etwas, was ich heute noch habe. Ich traue mir relativ viel zu und sage nicht, oh Gott, sondern ich packe es an. Ich finde schön, dass wir heute dieses Bild dieses Dreiklangs herausgestellt haben, ohne dass wir es ja vorher irgendwie geplant hatten. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Wie kann ich als Elternteil oder auch als Mensch mehr in diesem Dreiklang sein? Indem ich quasi jede Phase meiner Kinder so annehme, wie sie gerade ist. Mit allem, was dazugehört. Mein Lieblingsutensil dafür, mein Lieblingsbeispiel ist immer letztlich die Tür. Die Tür wird am Anfang nicht benutzt, die Kinderzimmertür, weil man macht oft das Kinderzimmer schön und dann 2 Jahre gehen die Kinder gar nicht rein. Man sollte als Eltern vielleicht manchmal eine Matratze reintun und dass man Schlaf bekommt. Da sind die Kinder ganz nah bei uns dran. Das geht über Jahre so, dass sie noch immer bei uns in der Nähe sein wollen, ne? Unser Familienschlafhaufen, alle zusammen. Und dann gehen sie langsam dann viel mehr in ihr Zimmer rein. Dann kommt mit der Pubertät die sogenannte Privatsphäre, die ist auf einmal da. Und dann nehmen die Kinder ihr Zimmer nicht mehr wahr als ihr Kinderzimmer, sondern als, schon ihre kleine Wohnung, in der großen Wohnung oder im Haus. Und die Zimmertür ist dann eine besondere Tür, die ist keine Kinderzimmertür mehr, sondern sie wird zu einer Haustür. Das bekommen Pubertätseltern zu spüren, weil die Kinder schreien das raus. Mama, Tür zu, Papa, Tür zu. Und die Eltern denken, was ist da los? Nee, eine Haustür muss zu sein. Ne? Eine Haustür ist geschlossen. Und da merken wir einfach so, von Anfang an, wo die Kinder noch ganz nah bei uns sind, Kinderzimmer wird nicht genutzt. Es kommt immer mehr bis hin zu der kleinen Wohnung
in der großen Wohnung und immer dabei sein mit unserem Dreiklang. Ja, vielleicht den anderen Ratgeber lesen, um einfach unser Wissen zu füttern. Das kann ja wirklich eine immense Beruhigung sein. Zu wissen, okay, der reagiert deshalb so, weil so und so. Kann eine Beruhigung sein. Unser Bauchgefühl ist so ein Experimentierfeld. Wir haben schon ein paar Erfahrungen gesammelt, auch von früher, aber dann dürfen wir trotzdem schauen und analysieren, ist das wirklich gut so, ist das richtig so? Und da kommen wir wieder zu unserem Begriff gnädig sein. Wir machen alles mit unseren Kindern zum ersten Mal. Wir sind quasi neu hier. Da darf experimentiert werden, analysiert werden, aber auch nicht so viel. Gedankenbürokratie abbauen. Und als letztes das Herzgefühl, was einfach für alles steht, was mit unseren Kindern rum passiert und dieses Herzgefühl einfach erleben und ja, ausleben. Indem ich gut für mich sorge. Das denke ich ist wichtig. Indem ich gut für mich sorge, für meinen Körper, für meinen Geist, auch für meinen Kopf. Aber ich muss diesen Dreiklang haben. Körper, Geist und Seele. Und es bedeutet immer auch Zeit für mich zu haben, Zeit für mich, für meinen Partner und auch natürlich daraus folgend Zeit für das Kind. Das wird häufig viel zu sehr unterschätzt. Selbstfürsorge heißt Sorgen für sich selber und erst dann, wenn ich für mich eine Stärke habe, dann bin ich auch beim Kind, dann kann ich auch für mein Kind sorgen. Den Körper auch zu achten, den Körper zu respektieren, auf seine Signale zu achten. Er gibt mir die Botschaften, die ich ja möglicherweise nicht immer wahrnehme, aber der Körper ist unnachgiebig. Er pocht und pocht. Und dann das Herz. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Immer auch auf das zu achten, was ich vielleicht nicht sehe. Kinder handeln. Kinder reden nicht viel. Sie handeln. Und eine ganz wichtige Botschaft ist, die Handlungen der Kinder lesen zu lernen. Und nicht nach dem Warum zu fragen. Warum machst du das? Da kriegst du nur eine Darum-Antwort oder Weil-Antwort. Und hinter dieser Darum- oder Weil-Antwort ist die Botschaft, denk doch mal selber nach. Wer ist hier eigentlich die erwachsene Person? Also eher nach dem Wozu macht ein Kind das? Und wenn ich diese Frage stelle, bin ich beim Kind und damit auch bei mir. Also auch hier wieder auf sich selber zu achten, das denke ich, ist wichtig. Ich bin für mich selber verantwortlich und ich kann, wenn ich will, auch einiges machen und einiges erreichen. Vor allen Dingen auf das zu achten, was ich verändern kann. Vieles kann ich nicht verändern. Manchmal muss ich auch den Blickwinkel verändern, um auf das zu kommen, was ich verändern kann. Und mit unserer Tournee gesprochen, Jan-Uwe. Wir haben ja den Tourneenamen Chill mal. Und das wird natürlich immer als witzigen Begriff dargestellt. Ja. Aber es ist nicht nur einfach ein Begriff oder eine Formulierung, es ist ein Auftrag. Ein Auftrag an uns Eltern. Das geben unsere Teenager, unsere Kinder uns mit. Chill mal, Mama. Chill mal, Papa. Und das ist der Satz einer Generation fast schon. Chill mal, chillt, liebe Eltern. Ne? Nicht so viele Sorgen, ne? Wie wir gesagt haben. So ist das. Genau. Und deshalb lohnt es sich auch zu uns zu kommen, Jan-Uwe. Ne? Ja, ein schöner Abend immer für uns beide. Wir beide bleiben haben gechillt. Wir beide, wir sind gechillt. Wir beide haben sehr viel Spaß, ne? Ja. Es macht uns wahnsinnig Laune, wenn du auf die Bühne kommst und du guckst da in 200, 300 ernste Gesichter und du denkst, mein Gott, was wird das für ein Abend? Und nach 5 Minuten steht der Saal Kopf und es ist toll. Es ist dann wahnsinnig großartig, diese Energie zu spüren, ne? Die da
abgeht. Ich muss Jan-Uwe dann immer von der Bühne zerren. Ich sage, Jan-Uwe, wir müssen jetzt langsam mal am Ende von der Bühne gehen. Und er schaut aber immer noch da. Und wahrscheinlich wie auf dem Segelboot, wenn er seinem Vater zuschaut, wie er das segelt. Und er schaut immer ins Publikum und denkt, wie geil ist das denn? Dass so, dass wir so viele Eltern gerade zusammengebracht haben. Ja. Wir schließen den Podcast mal mit einem Satz. Den könnt ihr immer getrennt beantworten. Wenn ihr den Menschen eine Nachricht schicken könntet mit einem Satz, den sie alle lesen werden, welcher Satz wäre das? Versucht es. Ja, da würde ich fast den Satz wieder nehmen. Seid keine Bilderbucheltern, seid Wimmelbucheltern. Die Links zur Tour von den beiden findet ihr in der Beschreibung. Genauso auch zum neuesten Buch, das jetzt demnächst rauskommt von Jan-Uwe. Grenzen setzen ist kein Kinderspiel. Genauso auch wie zu deinem neuen Buch, Matthias. Vielleicht magst du noch mal ein paar Sätze sagen. Das Dummy ist am heutigen Tage noch nicht da. Ja, das ist ein Buch über das Elternsein. Also es wird sein für werdende Eltern, aber auch für die, die schon länger Eltern sind. Und es wird heißen In Würde Eltern. Und es ist, glaube ich, eine super Mischung aus, wie wir gesagt haben, Wissen, Bauchgefühl, also Gefühl und ganz viel Herz und vor allem natürlich auch ganz viel Humor und ganz viel Wiederfinden in den Themen. Und das Buch hat einen tollen Patenonkel bekommen, nämlich den Jan-Uwe, der hat das Vorwort verfasst und kommt am 19. Mai raus. Wie heißt es? In Würde Eltern. Die Links von dir in der Beschreibung. Jan-Uwe und Matthias, vielen lieben Dank, dass ihr heute zum zweiten Mal und ich glaube, Jan-Uwe, du warst schon 4-5 Mal hier. Aber wieder vielen Dank, dass ihr nochmal hier wart. Das war wirklich schön. Gerne. Ja, danke für die Einladung.